Verspätung starten wir jetzt diesen Stream. Call of Cthulhu Video, beziehungsweise diesmal als Livestream, weil ich habe gestern schon auf Twitter schon gesagt, ich habe zwar ein Video aufgenommen, es ging auch 1,5 Stunden. Ja, allerdings wurde mein Ton nicht mit aufgenommen. Das war irgendwie etwas doof von mir geplant. Ich habe leider es versaut, ähm, meine Sprache mit reinzubringen. Dementsprechend machen wir das jetzt einfach mal alles live. Weil, um ehrlich zu sein, ich habe wenig Lust, das jetzt alles nochmal offline zu spielen, bis zu Kapitel 3, um es dann halt neu aufzunehmen. Dementsprechend habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, machen wir einfach nochmal komplett von vorne. Und dementsprechend hauen wir das jetzt einfach so alles raus. Ich check das nochmal kurz bei mir auf dem Handy. Der Stream läuft. Ja, man hört mich. Sehr schön. Somit steht der Chat auch. Also. Ich warte jetzt nochmal kurz 1, 2 Minuten. Kann ich die letzte Vorbereitung an meinem Handy nämlich noch beenden. Und es geht nämlich erst, wenn der Stream halt läuft. Das ist so für live. So. Das ist auch gestartet, klar. Alles klar. Gut, ich denke mal, da werden bestimmt auch irgendwann im Laufe der Zeit noch mal ein paar Leute dazukommen. Ich fange da jetzt einfach mal an. Kapitel 1. Ermittlungsagentur Pierce Boston. Boston 1924. Edward Pierce, Veteran aus dem Ersten Weltkrieg, ertränkt seine Erinnerungen, Alkohol und Schlaftabletten. Er ist jetzt Privatdetektiv und hat Schwierigkeiten, einen neuen Fall zu finden, der ihn aus seiner Lethargie befreit. Pierce muss, sein, Pierce muss schnell einen neuen Auftrag bekommen, sonst kann er eine Lizenz verlieren. Auch seine Lizenz. Oh, auch schön. Wenn ich verrückt bin, dann ist es Barmherzigkeit. Mögen die Götter den Menschen bedauern, der in seiner Verstocktheit bis zum schrecklichen Ende bei Verstand bleibt. H.P. Lovecraft. Lecker. Schöne Gedärme rumwühlen. So! Und jetzt sind wir mitten im Game. Viel weiter drin, als wir eigentlich denken. Kurz die Geschwindigkeit ein bisschen runtersetzen. Falsche Taste. Steuerung. Ja, anwenden. Danke. Ja, das ist schon etwas besser. Ist ja kein Shooter, da können wir ruhig ein bisschen langsamer machen. So. Das geht nicht auf. Okay, ich bin jetzt schon verwirrt, ach scheiße. Kann ich die hier nehmen? Nö. Ach Manu. Also wie gesagt, ich habe das Spiel gestern aufgenommen. Davor habe ich das Spiel das letzte Mal vor 4, 5 Monaten angefasst gehabt. Also ich habe es nicht mehr so oft gespielt gehabt und ja, ich war krank, ich habe eine Borreliose-Infektion und die will ich zurzeit noch auskurieren. Mit starken Antibiotika. Die hat mich einige Zeit immer wieder außer Gefecht gesetzt. Was? Kann ich die jetzt auch aufmachen? Nee. Wieso spaßt er das Ding eigentlich weg und nimmt es nicht einfach mit mir an? Unlogisch. Jedenfalls, wie gesagt,
4 Monate die erste Aufnahme her. Ich habe es auf YouTube nochmal nachgesehen und habe gedacht, wird mal wieder Zeit. Hatte du immer Bock drauf, aber wie gesagt, ich war körperlich einfach nicht dazu in der Lage. Immer wieder. Don't fight. You have been chosen. I'm the chosen one. Ich war halt ziemlich lange außer Gefecht gesetzt, saß dort für kurze Zeit im Rollstuhl, weil es beim Laufen überhaupt nicht ging. Everything has already been written. But perhaps you will attempt to change your destiny. Guten Morgen! Ich wünsche wohl gut zu haben. Whiskey. Ich hasse Whisky. Kann ich nicht aufziehen, ich mag ihn. Aber nur mit Cola. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Das verrate Frau brennt mit ihrer besten Freundin durch. Der Ehemann konnte es einfach nicht begreifen. Der Mann hat nie verstanden, dass seine Frau ihn verlassen hat. Er hat mich nach Wochen nach Ende der Untersuchung angerufen. Kann ich nachvollziehen. Wenn man da verbrauchen würde. A good old story of blackmail in a speakeasy. Dem Barbesitzer, der mich angeheuert hatte, gefiel es gar nicht, wie ich diesen Fall abgeschlossen hatte. Aber was kann man schon machen, wenn man gesetzeswidrig gehandelt hat und einen privataktiven Beweise gegen einen hat? Ja, das ist dann natürlich. Sorry, aber. Natural sciences, linguistics, archaeology. Schöne Karte. Oh, kann ich das mal ausmachen? Das nervt. Oh, danke. Oh, ich mag ja Musik, ne? Und auch so ziemlich jedes Instrument. Aber was ich hasse, sind Been a Trompeten. while since I jotted down something other than my nightmares. Der Doktor kann mir noch so viel erzählen, dass ich meine Medizin nicht benötigen würde, um die Erinnerungen zu verdrängen, aber sie werden zurückkehren. Wenn ich sie nicht weiter einnehme und eines Morgens werde ich dann nicht mehr aufwachen. Trotz der Behandlung sprechen wieder Stimmen im Traum zu mir, aber sie klingen so anders, so sonderbar, als würde sie aus düsteren, uralten Tiefen emporkommen. Was ist das für ein fremdes Wesen, das nach mir ruft? Alles klar. Unser Fähigkeitsrad. Mir fällt gerade auf, dass es fast dieselben Werte hat wie auf dem anderen Spielstand, den ich habe. Na, okay. Lassen wir es erstmal so stehen. Mein altes Feuerzeug, das ich in Gedenken an die 7. Infanterie und die Gefallenen des verlorenen Bataillons graviert habe. Ich kann es sogar inspizieren. Okay, mehr als im Kreis kann man es leider nicht. Telefon. Hallo? I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Aha! Okay. So, jetzt können wir halt so unser Inventar, beziehungsweise unser Fähigkeitenrad auswählen. Gut, dadurch, dass ich jetzt halt schon so ein bisschen was gespielt habe, was ich ja auch hochgeladen hatte, jetzt gerade wieder entfernt, weiß ich, dass die Lilanen, die wir hier haben, dass wir die im Spiel einfach so hochleveln können. Also wir kriegen dann diese CP-Punkte, die können wir dann hochleveln hiermit. Und das hier unten, Okkultismus und Medizin, können wir nur
durch die jeweiligen Bücher hochleveln. Das heißt, wir müssen Bücher finden, die zur Medizinkunde gehören und zum Okkultismus. Oder halt bestimmte Sachen, die zum Okkultismus gehören. Da gibt es ja nicht nur Bücher drüber. Ja, dadurch leveln wir die hoch. Das heißt, die ganzen Punkte, die wir hier haben, bringen uns dafür dann eigentlich gar nichts mehr. Das heißt, wir können wirklich nur jetzt die beiden hier erstmal hochdrücken, weil wir im Spiel nachher nämlich Schwierigkeiten haben, das hochzuleveln. Ich habe keine Ahnung, ob wir alles auf 5 kriegen. Ich weiß es nicht. Ich habe das Spiel nicht durchgespielt, weil ich, wie gesagt, gestern, nachdem ich dann gemerkt habe, dass die Aufnahme meine Stimme nicht mehr habe, da alles abgebrochen, habe gesagt, hier, weiß was, komm. Ich lege das Projekt auf Eis. Ich habe es jetzt nicht auf Eis gelegt, wie man ja gerade sieht. Ich habe es einfach nur umgesetzt auf Stream. Und ja, dementsprechend werde ich jetzt die Medizin erstmal hochdrücken. Dann den Okkultismus. So, für die anderen beiden kriegen wir jetzt leider nichts mehr zusammen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Ich gehe trotzdem auf Medizin weiter. Beides ist wichtig, Okkultismus und Medizin. Ermittlung ist an sich jetzt auch nicht falsch, weil es hilft uns, Sachen zu verstehen. Hiermit können wir mit den Entdeckungen verbesserst du diese Fähigkeit, steigt deine Chance, versteckte Gegenstände zu finden. Nicht deine Gegenstände erscheinen nicht im Spiel. Das heißt, wenn ich das hochlevel, wird mir Sachen besser angezeigt. Machen wir das einfach mal. Ich nehme die 2 Punkte nochmal raus. Hab trotzdem das Level ab. Setze das hier hoch. Bin Stufe 3, habe 50% bessere Entdeckung. Ja, nehmen wir das einfach mal. Machen erstmal weiter. Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... Seht ihr nach da? I'm coming. Ja, servus erstmal. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Oh. Ein Bild und eine Akte. Ich finde mich erst Akte zu. Da sind A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin,
So, eine Versandadresse. Sie ist zum Teil unleserlich, aber ein Teil ist erkennbar. Lagerhaus 36, Darkwater. Oh, das geht mir nicht. Der Polizeibericht. Hier steht, dass das Feuer im Esszimmer ausbrach und die gesamte Familie tötete. Die Polizei gibt als Brandursache einen häuslichen Unfall an, verweist aber auf die schlechte geistige Verfassung von Sarah Hawkins. Aber warum? Ein Zeitungsausschnitt. Ein Artikel über die Hochzeit von Sarah und Charles Hawkins, einem Geschäftsmann von der Insel Darkwater. Sie führen ein zurückgezogenes Leben mit ihrem einzigen Sohn Simon. Gut, viele Informationen waren es jetzt nicht. What's this symbol on the man's chest? It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Das Gemälde soll man nicht leichtfertig abtun. Der Polizeibericht erwähnt ihre labile Psyche und diese Geschichte ist etwas fell. Wo hat Sarah Hawkins gelebt? Mehr über Lagerhaus 36 herausfinden. Ja, soll man nicht The leichtfertig meaning abtun. could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Als wenn ich jetzt durch die Gegend ziehen würde, sagen würde, ich habe Visionen und sehe Dinge. Ich denke mal, welche in den nächsten 10 Minuten in irgendeiner Psychiatrie eingesperrt. Darkwater? Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is Okay, true. das war jetzt No, unbeabsichtigt. she gut, saw. dann My daughter. Da wollte Her ich. husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right, I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Ach ja. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Ah, hier, das ist einer dieser Medizinbücher, die wir benötigen, um halt unser Medizinlevel hochzukriegen. Umfasst das Werk für Medizinstudenten und Assistenzärzte. In diesem ersten Band sind alle Krankheiten, die in der zivilisierten Welt bekannt sind, mitsamt ihrer Symptome und entsprechender Behandlung aufgeführt. Jetzt haben wir Medizinkundenfortschritt. Wir müssen dafür keine Punkte einbetten oder so etwas, das wird automatisch gemacht. I used to be an avid reader.
The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Darkwater Island ist seit dem 14. Jahrhundert bewohnt und noch immer durchdrungen von Erinnerungen an früheres Stammesleben. Bei aller Romantik dieser langsam verfallenen Zeugnisse naiver und primitiver Religionen darf aber die Brutalität der alten Götter nicht vergessen werden. Ein gewaltiges Wesen schmückt nur... Ja, klar. Ein gewaltiges Wesen schmückt noch immer die Wände lange verlassener Höhlen. Was ist ein Gott des Meeres oder der Träume? Ach, war es auch, Leute. Ich sehe nichts mehr. Das weiß niemand mehr. Doch die heutige Einwohner Nochmal bitte. Doch die heutigen Einwohner, Nachkommen stolzer Walfänger, gedenken noch immer der geheimnisvollen und auffühlenden Geschichte ihrer kleinen Insel vor der Küste Massachusetts. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to Darkwater. Muss ich irgendwas mitnehmen? The Lost Battalion. Holding your position and obeying orders. That isn't courage. Kann ich noch einen Whisky mitnehmen oder so? Kriegt er den jetzt? Nein, wir trinken jetzt nichts. Wird nicht mehr gesoffen. Die Zeiten sind vorbei, Kollege. Oh, X gerückt halten. So, Kapitel 2, Hafen von Darkwater. Pierce nahm den Fall Hawkins an. Der Künstlerin wird vorgeworfen, den Brand verursacht zu haben, der sie und ihre Familie tötete. Der einzige Hinweis ist ein verstörendes Gemälde, das sie ihrem Vater hinterließ. Die Absenderadresse ist ein Lagerhaus am Hafen der Insel Darkwater. Dieser Ort scheint der Ausgangsort für Pierce' Ermittlung zu sein. Und ich ziehe jetzt erstmal meine Brille ab. Weil die ist nämlich ziemlich schmutzelig, sodass ich kaum noch was sehe. Das lässt nicht so besser die Augen reiben. Eieieiei. Die Ladebildschirme sind extrem lang. Leider. Bam, bam, bam. Ach ja. Mal wieder voll Haus hier. Treppenhaus sind sie wieder alle am Rumgaken. Ach ja, so ist das leider. Mit etwas Glück bald nicht mehr. Ja! Eigenes Haus. Es wäre cool. Mal gucken, was noch so kommt. Und weiter geht's. Focus Home Detective presents. Erstmal eine rauchen. Habt ihr gesehen, die war schon vorher da. A Game by Cyanide Studio. Das ist für Elite sehr gut. We're almost there. Call of Cthulhu. Ach ja. Ist klar.
normal vom Schiff, wie man sieht. Stay on board. There's guys coming to unload. Die Kiste hättest du trotzdem rausschleppen können, Mann. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. So, jetzt sind wir eigentlich an unserem eigentlichen Geschehensort. Darkwater. So, wir gehen erstmal hier hin. Let the police do their work. Hey, Sullivan. Can't you go any faster? You see how old this thing is? If we force it too much, we'll break everything. You can't do that. But it's only a fish. A fish? You've got no idea. Don't badmouth what you don't know. Or you'll pay for it for sure. Okay, that's enough. Step back and let us do our job. That's no way to treat an omen. Oh, yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters! You're crazy! They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots! Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh, yeah? Okay, jetzt wiederholt sich das. Trouble. Na dann. You can't The same goes for you, sir. Move along. So, jemand regen sich wegen Nichtigkeiten auf. Sind sie dem nicht gewachsen? So, wir fangen I'm looking mal for this aus. address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah. And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. You can't understand. You're not sailors. Oh, yeah? It's a sign. There's something Hey, coming. Kollege. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters! You're crazy! The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. Don't put that beast Da hab back ich's in dann the leider water, auch you nicht. shysters! You're Sag crazy! ich mal durch. They're cops. They No, can't not understand. Damn stupid idiots! In die Bar gehen. Gut, dann gehe ich mal in die Bar. Hey, be careful. Let's get him another drink. He's dry.
In my bar, we don't serve troublemakers. Ich habe den Streit nicht gesucht. Leute, sie gehen zu weit. Er hätte mir etwas Respekt zeigen sollen. Die Gewandtheit zu testen, die Stärke zu testen. Ja, die Gewandtheit zu testen. Yet you served this man, and you can't say he's been on his best behavior. He's a regular. It was you who provoked him by turning up with your mainland manner. You mistake my manner. I ask nothing more than to become a regular as well, which will be difficult if you refuse to serve me. I hope you're less talkative when you're drunk. Try me. We'll see. So, das hat schon mal funktioniert. Mergo Darkwater herausfinden. The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of Darkwater, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. Geld ist nicht alles, Kollege. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. I've got what I need. Anything else? So, wieder zurück. Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams? And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? So, wir können jetzt noch einen Drink bestellen. Oder wieder gehen. That'll be all for now. So, mal gucken, ob wir hier noch irgendwas von den Leuten herausfinden können. And then he said, "You have no right to treat us like this." And the doctor, what did he say? He laughed. My God. You said The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Der Shandy, 21. Mai 1847. Wundersamer Fang. Skiller kehrt in den Hafen zurück und rettet Darkwater vor der Hungersnot. Wir hatten die Hoffnung bereits aufgegeben. Die Besatzung der Skiller, oder das, was von ihr übrig geblieben ist, kehrte am Dienstagnachmittag in den Hafen von Darkwater zurück. Die Bewohner versammelten sich sofort am Hafen, um das letzte Walfängerschiff der Insel willkommen zu heißen. Und sie waren erstaunt beim Anblick des unglaublichen Fangs an Bord des Schiffes. Der Walfisch wird schon jetzt wundersamer Fang genannt,
Mit einer Größe, die selbst die mächtigsten Zahnwale übertrifft, bedeckt der Walfisch das gesamte Deck und hängt teils darüber hinweg. Die überlebenden Seeleute erzählten eine furchterregende Geschichte von ihrem gefährlichen Fang, aber auch vom Fleisch, seiner unbeschreiblichen Qualität und seiner Nahrhaftigkeit. Es besteht kein Zweifel, dass der Wal mit seiner gewaltigen Größe viele Bewohner von Darkwater ernähren kann und so die Hungersnot beendet, unter der die Insel seit längerem litt. Lagerhaus zu vermieten. Mr. Marks vermietet sein Lagerhaus ab Juni für die Fischerei, Werkstatt oder Lagernutzung. Sie können ihn über Ihren Lieblingszeitung erreichen oder ihn am Hafen antreffen. Festlichkeiten im gestrandeten Wal. Anlässlich der Rückkehr der mutigen Walfänger lädt die Schenke zum gestrandeten Wal zu einer außergewöhnlichen Gratisverkostung ein. Bringen Sie Familie und Freunde mit und kosten Sie den wundersamen Fang. Jeder bekommt eine Flasche Waltran, zögern Sie also nicht. Waltran gibt es heutzutage, glaube ich, so gut wie gar nicht mehr. Oh, wer bist du? Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Dann würde ich das Buch nie lesen. Na, ihr Sophies? Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. Was ist das für ein Lied? I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. I saw the newspaper clipping. You don't believe it, do you? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ein Wal schmecken soll. Ich würde es ehrlich gesagt auch gar nicht rausfinden. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. Und wird wieder ins Lied verfallen. Ah, aber sie waren zumindest höflich. Na, Puppe? What you looking at, stranger? So, die trinken wir unter den Tisch. Nichts, gar nichts. Was macht eine Frau wie sie an so einem Ort? The clientele is predominantly male. Tell me something I don't know. I meant nothing by it. I'm just wondering what a woman like you is doing in this flea trap. And I'm wondering what could be going through the head of the chump who goes to disturb her. Let me drink, stranger. Eiskalt, die Frau. Glatt wie ein Fisch. Das mag ich. I told you to beat it. I told you to beat it. Manu. Okay, die will mich nicht. Dann nehmen wir das. Dann gehe ich jetzt. Bis dann. Schön frische Luft hier draußen, nicht wahr? Naja. Sieht ein bisschen verrottet aus, aber ansonsten bestimmt alles gut. Ah. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. Nur noch wenige Daten sind lesbar. 1890, 1907. Und ein Teil eines anderen Datums. Der Rest des Dokuments wurde geschwärzt. Warum würde jemand diese Information verbergen wollen? Eine gute Frage. Wir werden sie später bestimmt noch klären können.
I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman, Cat. Kapitän, die Abmachung ist klar. Halt deine Leute im Zaun. Du kannst es dir nicht leisten, uns zu provozieren. Du musst nicht antworten. Gib den Überbringer einfach deine Zahlung. Cat. Catty. So, mit der Frau ist also nicht gut Kirschen essen. Fishing equipment. Could do with some rust remover. Servus. Ah, okay. Nein, hier will ich jetzt nicht rein. A souvenir from a more prosperous era. I guess this blackboard hasn't been wiped for more than 70 years. Das seit 70 Jahren. Und dann sieht die so aus. Ah ja. The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Ah, noch ein Medizinbuch. Dieser zweite Band lehrt Ethik und bewährte Verfahren für medizinisches Personal. Ethik. Das ist immer schwierig, Ethik und Medizin in Einklang zu bringen. Die meisten, die jetzt nicht wissen, was ich damit meine, stellt euch einfach mal vor, ihr habt einen Patient, der zum Beispiel Krebs hat, und ihr solltet das ethisch rüberbringen. Das wird einfach irgendwie sagen, ey, Alter, du hast Krebs, du wirst in 6 Monaten sterben, sondern halt irgendwie versuchen, das schonhaft beizubringen. Es ist nicht immer einfach. Da spreche ich aus Erfahrung. Gut, ich habe jetzt noch keinen, den ich jetzt die Krebsdiagnose überbringen musste, aber... Na, ihr wisst, was ich meine. This man and Fitzroy could be twins. Auf diesem Foto posiert ein Mann, der Kapitän Fitzroy ähnlich sieht. Auf der Brücke eines Schiffs. Er hat ein Holzbein. Gab's früher sehr oft. What a macabre souvenir. Was ist das? Das ist ein Prügel oder so ein Knüppel, keine Ahnung. Besser ansehen kann es mir leider nicht. Oh, Riesenmuschel. Riesenauster. So, dann haben wir hier oben wohl alles gefunden. Okay. Oh, was haben wir? Broken. This place seems half abandoned. Wohl nicht. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. So. Ihre Papiere sind unleserlich. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? Möglich wär's auf alle Fälle. I'm surprised Charles Hawkins had goods to store, knowing that whaling stopped in 1847. I see that you're interested in the history of our island. Indeed, maritime activities ceased altogether at the end of the last century. I imagine that the Hawkins family had other types of contracts. But you don't know with whom? No, it was none of my business. Schade. I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Irgendwer. So. I was looking at your photograph. One of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy.
captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. Okay, das Ding da oben ist kein Prügel oder ein Totschläger, das Ding ist ein Holzbein. Okay, muss man auch mal gesagt bekommen. Ich hätte jetzt echt für den Schläger gehalten. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Ha! Indeed, you're right. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. Naja. Falls damit überhaupt einer befassen will. Wenn das die Leute schon so auffühlt, dann bestimmt auch die anderen. The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. I found a threatening letter, signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. So. Das sind unsere ersten Anhaltspunkte. Wir wissen jetzt, wo das Lagerhaus ist. Und wir haben noch einen Punkt, den wir vergeben können. So. 2 Punkte sogar. Sammlung, da brauchen wir 4 Punkte, 6. Wie gesagt, die können jetzt keine Punkte verteilen. Die Bücher erweitern unser Wissen ein wenig immer weiter. Naja. Behalten wir die Punkte erstmal. Alfred Pierce ist ein Veteran aus dem Ersten Weltkrieg, in dem er an der Mars-Argonen-Offensive teilnahm. Nie von gehört. Er ist einer der wenigen Überlebenden des verlorenen Bataillons amerikanischer Soldaten, die schwere Verluste durch Artilleriefeuer von Feinden und Alliierten erlitten. Inmitten gefallenen Kameraden und ohne Nahrung oder medizinische Versorgung mussten sie ihre Stellung mehrere Tage halten und wurden deshalb von ihren Landsmännern als verloren betrachtet. Pierce ist von diesem Ereignis traumatisiert. Mit Schlaftabletten und Alkohol versucht er die Albträume, die ihm heimsuchten, abzuwehren. Posttraumatisches Stresssyndrom. Könnte ich nachvollziehen. So, Stefan Webster, 63, Geschäftsmann. Ein wohlhabender Geschäftsmann von hohem Ansehen. Schlechte Schrift. In Boston. Stephen Webster beauftragte mich, den Tod seiner einzigen Tochter Sarah Hawkins zu untersuchen. Dieser Mann akzeptiert weder ein Nein noch unbequeme Wahrheiten. Er würde alles tun, um zu beweisen, dass seine Tochter nicht wahnsinnig war. Charles Hawkins, verstorben. Alter 41, Tätigkeit Räder. Ich weiß nicht, was das sein soll, ein Räder. Charles Hawkins war eine örtliche Berühmtheit auf Darkwater. Als Erbe seiner Reederfamilie reiste er viel. Bei einer Reise nach Paris traf er Sarah Hawkins. Sie verliebten sich, heirateten und Hawkins brachte sie auf die einsame Insel Darkwater. Sie hatten einen Sohn namens Simon und führten ein äußerst zurückgezogenes Leben. Sarah Hawkins, verstorben, Alter 33, Tätigkeit Malerin. Sarah Hawkins ist eine für ihre Schauerkunst bekannte Malerin. Sie wurde für die Fremdartigkeit ihrer Arbeit und ihren seltenen öffentlichen Auftritten gefeiert. Sie glaube, sie sagt eins, ich male nur, was meine Träume mir einflüstern. Ihre Vermählung mit Charles Hawkins vor vielen Jahren überraschte die Boulevardpresse. Eine reiche
Bostoner Erbin, bekannt für ihre Präsenz auf zahlreichen Partys, folgt ihrem neuen Ehemann und lebt als Einsiedlerin auf der Insel Darkwater. Sie verschwand von der Titelseite und niemand hörte mehr von ihr. Selbst ihr Tod in einem Feuer blieb ein Geheimnis. Nur ihr Vater, Stephen Webster, sucht noch nach der Wahrheit. Simon Hawkins, verstorben, Alter 11, Tätigkeit Schüler, einziger Sohn von Sarah und Charles Hawkins. Er starb in dem Feuer, das seine gesamte Familie tötete. Roy Mitchell, Alter 55, Tätigkeit Besitzer der Bar zum gestrandeten Wal. Roy Mitchell betreibt die einzige Bar auf Darkwater. Das Alkoholverbot wird in seinem Lokal zum gestrandeten Wal gepflegt ignoriert und Matrosen suchen Trost in Mitchells Whisky. Deshalb kennt dieser Mann besser als jeder andere die Geheimnisse und Gerüchte, die die Einwohner der Insel nach ein paar Gläsern ausplaudern. Mitchell hat sich ausgiebig dem goldenen Zeitalter des Walfangs gewidmet, wie man an den zahlreichen Trophäen in seiner Bar erkennen kann. Er spricht mit Freude über dieses Thema, wäre aber weitaus weniger auskunftsfreudig, würde man sich nach seiner Alkoholquelle erkundigen. Und James Fitzroy, Alter 45, Tätigkeit Kapitän. James Fitzroy ist der Kapitän der Sherry Bittis, dem einzigen Schiff zwischen Darkwater und Boston. Er befindet sich meist im Büro des Hafenmeisters, wo ihm nichts entgeht, was auf der Insel vor sich geht. Die Einwohner von Darkwater respektieren ihn, die Schmuggler verachten ihn. Er bot mir Hilfe bei meinen Ermittlungen an. Oh, jetzt haben wir noch die Orte von allem. Das lese ich jetzt aber erstmal nicht vor, weil das... ja. Haben wir schon alles irgendwo gehabt. Hier noch die Fallakten, die wir vorhin schon hatten. Das habe ich schon vorgelesen. Okay, weiter geht's. So. Ah, jetzt haben wir hier auch mehr Platz. Jetzt können wir auch durchgehen. Da war alles weg. Mehr oder weniger. Na, ihr beiden. You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. Best. I respect your beliefs. Our beliefs? You mean you don't believe in God? That's irrelevant. That's what you think. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to Darkwater? The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Oh, hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Okay. Nicht sehr freudig. That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. Ah, zwei Trunkenbolde. Da finden wir nichts weiter. I've taken enough of your time. We'll see you later. So, und willkommen zu meinem Stream. Gerade gesehen, da ist jemand dazugekommen.
Wir spielen Call of Cthulhu, wie man ja sicherlich gelesen hat. Was macht der da? Ach, der hat eine Angel an der Hand. Ach, das sah gerade so falsch aus, Leute. Wenn man so weiter weg geht und man die Angel nicht sieht. Und er dann mit der Hand an der Kurve. Okay, wir machen weiter. Oh, sorry, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Hast du ihn gesehen? Nein, okay. Jemals wird nicht so gern gesehen. Alter, ist das dunkel. Ah, Feuerzeug. Hello, old friend. Schnapsflasche. Ich habe mir zwar mehr als eine genommen, aber okay. Hier geht's nicht rein. Irgendwelche Symbole. Okkultismus. St. Brendan, patron saint of sailors and travelers. Desecrated. Looks like Phoenician, or a very primitive runic script. I've never seen anything like it. Na gut. Irgendjemand hat das Ding bespielt und es hat die Leute erzürnt. Und sie denken, wir waren's. Wo wir gerade erst angekommen sind. Aber na gut. Ja, die beiden sind voll. Was will man da erwarten? So. Guten Abend. Where do you think you're going? Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? Das könnte das mit einem Fall zu tun haben. Wir stehen auf derselben Seite. I'd like to know more about the Hawkins case. I don't think so. Wohl eher nicht. Blödmann. Who are these others so interested in the warehouse? Don't aggravate me, sir. Oh. I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Ha! Wollen wir wetten? Gut, der lässt uns nicht rein. Oh. Soundbug? Who's this guy? No idea. You better keep it shut. Why, we don't have a clear conscience. Quiet. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. Nö, vergessen bin ich nicht so gut. So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. I've just arrived. Let's just say we're standing guard for the owner of the site. And we let no one enter her property. Mano. I went to see the statue of St. Brendan. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know?
They could have done it by themselves. The sailors? Who else, in your opinion? And who's interested? Kat. She's your boss. What? You listen through keyholes? She's the boss, yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy. You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile at the last one who wanted to get in. I hope he had a good dentist. No, you don't understand. She really cut him a new smile. But he only smiles with the left cheek. Na dann. She sounds frightening, your boss. And she doesn't like to be talked about behind her back. What are you guarding, exactly? Listen, bonehead, we already told you that we're guarding our boss's turf. Dann eben nicht. Was haben wir gerade? Lügen, Ketchup nicht. Oh, das wird I bid you, gentlemen, farewell. Das werden die mir nie im Leben glauben. So, was haben wir hier Schönes? How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Hey, ihr beiden. Well, look who's back. Did you miss us? Ja, natürlich. I have an offer that could interest you. We're listening. I need you to keep them busy for a while. You send us to take the punishment while you go quietly about your business. What's in it for us? What would convince you to help me? There's only one thing that'll get us to move. For sure. Bring us something to drink and we'll take care of the bootleggers. Look what I've got. You're a good guy, you. Follow me. Cheers, you jackass. I don't Ich feel wundere, wenn er gleich dahin kotzt, ey. Say that again. I hope for your sake that I didn't hear. No. Aha. So. Ah, ja. Let's see. So, gucken, kriegt er die auch auf? Shoot. I'll have to find another way to get in. Ah, du Flasche! Well. A little mouse has got lost on our turf. Oh. You're not only inquisitive, you're also stupid. What gave you the crazy idea to come onto my turf? This muddy alley is yours? Good for you. I've got work to do. I don't think that you've quite understood the situation. I'll tell you how things work around here. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. Is your name Kat? What of it? Maybe we can come to an understanding. Maybe. Or maybe not. Get this joker out of here. He might have a little trouble walking on his own. My what? Okay. It's okay. I'm getting careless. I didn't see that coming. If I want to get into this warehouse, I'm gonna have to deal with her. No, please. Ich muss gestehen, das war das letzte Mal nicht, Something like that. dass ich Hey, erwischt wurde. tell Das him ist to calm jetzt down.
Das ist irgendwie scheiße. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Letztes Mal konnte ich einfach rein. Redegewandtheit, Ermittlung, Psychologie. Ja. Scheiße. Okay, ich muss jetzt irgendeinen Weg da reinfinden. Ich weiß jetzt nur nicht wie. Also das, was ich bisher eben gemacht habe, das war mir alles bekannt. Das habe ich schon alles gemacht. Aber jetzt stehe ich da irgendwie ein bisschen blöd. Ja. Gut. Gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja noch irgendeine Möglichkeit. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. It's a little late. I've already met Kat. Well, at least you're still here to talk about it. She must like you. Something like that. With that, please do excuse me, because I'd prefer not to be seen talking with you for too long. Okay, jetzt tun sogar die Bewohner mich meinen. Oh, okay. Das finde gerade einiges. It looks like there's a way in under this grate. Okay. A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. Dieses blinkende Zeichen unten links, das ist diese Entdeckerfähigkeit, die sorgt nämlich, dass wir das hier entdecken können. Dieses grüne Symbol. Eine Sperrklinke. Mit diesem Teil können schwere Lasten gefahrlos gehoben und gehalten werden. This ratchet device seems to be usable. Das ist aber noch nicht alles. Wir können noch mehr finden. Wie zum Beispiel diesen Hebel. A handle. It must come from these old Da ist winches. noch... Okay. Ich war in diesem Lagerhaus letztes Mal nicht drin. Also das habe ich nicht gehabt. Ich musste ja auch gar nicht rein. Dementsprechend bin ich da jetzt gerade selber so ein bisschen verwundert drüber. Okay, I could use this old winch to lift the grating. So, wir setzen die Kurbel ein. Das Ding. Okay, es fehlt also noch irgendwas. Geht hier rüber? Nein. Okay. Na komm. Faszinierend. Muss also noch irgendwo irgendetwas sein. Gucken. Ein Zahnrad. It should be possible to mount this cogwheel on the winch. Jetzt haben wir alles. So. Das Zahnrad und die Kurbel drin. Looks like everything is in its place. All that's left is to try to turn this handle. Dann drehen wir die Kurbel. Los! Ja, geht auch. Damn, I broke it. Oh, du Flasche! Alter! Das kann ja nicht angehen. Wieso hast du das jetzt kaputt gemacht? Oh, Mann! Oh. Toll, ich habe gedacht, ich habe jetzt eigentlich einen Weg gefunden. Was ist denn kaputt? Das Ding ist noch dran. Kurbel hängt da noch. Oh, ist die Kurbel abgebrochen? Ach, du bist doch... Oh. Aha, meine Möglichkeiten gehen aus. Hier parkt ein Auto, hier komme ich nicht durch. Kannst du mir was zu der Kurbel sagen? Leave me alone, please. I don't want trouble. Oh ja, klar. Kann ich hier irgendwie rein? Oh ja. Nee, hier ist nichts. Ach, Mann. You again. What can I get you? What do you know about the Hawkins warehouse? If I were you, I wouldn't hang around there. Why not?
First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams? And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Kann mir auch nicht helfen. That'll be all for now. Die Wörter wird mir auch nicht helfen. What? Another break? One of those damn sailors came looking for trouble again. But he won't try again anytime soon. We gave him a good hiding. So you said to yourselves that after such a feat, you could abandon your post. It's just a little drink. We taught those guys a lesson. We'll return right after. It's just that standing guard in this alley makes your throat dry. That fool Fitzroy can't keep his dogs on a leash. I'll have to send him a more clear-cut message. Ist der Weg jetzt frei? Kann ich da jetzt Damn durch? stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us. Ne, da stehen immer noch zwei. Ach, Mann. Du musst irgendwie noch 2 Punkte verdienen. Ja, du siehst aus, als würdest du dich langweilen. Hast du Bock mir zu helfen? Ja, will ich mal mit mir reden. So ein Rotz. Jetzt haben wir noch die beiden von eben. Das ist jetzt echt blöd. You again. I told you to beat it. No need to get worked up. Ach Mann. Cops, they can't understand. Damn stupid You idiot. You didn't tell me that the warehouse I was looking for was right in front of us. Because its owner is dead. And I don't want to see you hanging around it. Now please, leave us to our work. You can't understand. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. Was ist mit den beiden? Die sind neu. We're no longer at home on our own island. Calm down. It's not worth the effort. I told him, that flunky, that he'll see what a real sailor has in his belly. If you continue like that, everyone will see what you've got in your belly. I hope so. I hope they don't forget the lesson. Me? I'm not scared of some girl. I mean they're going to cut you open, you idiot. Calm down. Aber helfen wollen die mir auch nicht. Das ist jetzt gerade echt blöd. Das letzte Mal konnte ich einfach rein. Er hat das Ding aufgeknackt und fertig war die Geschichte. Ja, was ist denn mit euch beiden? Sieht davon aus wie Zwillinge? Sieht nichts. Mal anreden. Es wird mir nichts bringen. Hey, Mitchell. A drink for our new friend. I owe you. You don't know how to fight, but at least you've got guts. Yeah. Aching guts. Huh. I've got them too. But you don't hear me whining like a pooch who's lost its leash. You didn't back down. It's something that I respect. So understand by that. If I catch you again, you'll carry a more permanent reminder of our encounter. Tell me, what brings you to Darkwater? Ja, zumindest wird sich jetzt mit uns unterhalten. Wir sagen I'm die Wahrheit. investigating the deaths of the Hawkins family. It's very nice of you to tell me the truth so openly. But it's also really stupid of you. You really don't seem to know the area. Let me give you a little advice. If you want to survive more than a day in this rat hole, avoid talking about them to the first people you meet. I need to get into the Hawkins warehouse. You're out of luck. It's on my turf. It's precisely for that reason that I've come to see you. Are you pulling my leg? Wäre ich das Risiko eingegangen? Im Gegenteil, ich verliere meine Geduld. Think it over. I've seen what you're capable of. And you didn't miss me. I accept the compliment. Well,
I see you're serious. To be honest, as long as it doesn't interfere with my business, I don't care. But I'll go with you, to make sure you don't stick your nose into things that don't concern you. Sounds honest to me. I'm not finished. If I do that for you, if I let you onto our turf to conduct your little affairs, you'll be indebted to me, and I guarantee that I always collect on what I'm owed. Think about it. I help you, you'll owe me a favor in return. Do you accept? Okay. Do I have a choice? Oh, we always have one, Detective. Follow me. Nobody questions your authority here. I was given to believe that Fitzroy stood up to you. That dope tried to save face in front of his sailors. They revere their brave captain as they do their old statues. But sooner or later, all statues get buried in bird shit, and nobody cares. And the police? They do nothing to stop you? The local cops? The cops drink like everyone else, sweetheart. They know where their interests lie. Apart from that pig-headed Bradley. I don't know whether to admire his stubbornness or to have pity on him. That's no way to treat an omen. Oh yeah. Yay. He's gonna get us into trouble. Jetzt. Ah, gut. Zumindest kommen wir jetzt rein. Ach, die beiden haben auch schon den Weg freigemacht. Interessant, dass die es mitgekriegt haben, aber okay. Sweet ass. It's fine. He's with me. Oh, okay. Ja, ich gehöre zu ihr. Aha, ich bin ein neuer Freund. Ein neues Schoßhündchen. Ruff. So, jetzt sind wir drin. Ich gehe jetzt einen Tacken schneller. Nur so ein bisschen. Komm schon. Ich gehe mal vorne. Jetzt muss ich erst aufschließen. Kommst du? Ein bisschen fixer. Eine Jüde. Ah, und jetzt fahren wir nächsten Turbo rein. That's how it's done. Do I still need to hold your hand? Or do you think you'll get by on your own now? Don't overdo it. Good. In that case, I'll leave you. I've done enough mothering for now. Danke. So, jetzt können wir eigentlich weitermachen. Ugh, this place stinks. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Rekonstruktion! Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? It smells as bad as it looks. Das gucken wir uns gleich an. What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? Okay, als nächstes müssen wir dringend die Psychologie hochsetzen. Ein kaputter Spiegel. What happened here? Ich würde sagen, er kann sein eigenes Gesicht nicht mehr ertragen. Das ist jetzt kein dummer Spruch. Es gibt wirklich Menschen, die ihr eigenes Selbst nicht mehr im Spiegel erkennen und die deswegen zerschlagen. Can't sleep. I know how that feels. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? So, und zurück. Ich habe keine Ahnung, ob es hier so ein neues Spiel Plus gibt oder sowas, wo man dann alle Fähigkeiten hochsetzen kann. Und dann so voll der Meisterdetektiv ist oder so. Das wäre cool eigentlich. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Servus! Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. Ja, ich weiß, aber hey! Oh, it's clear that you knew the victims. I'm sorry to dig up bad memories. I can still see the poor child lying burned on the floor of their drawing room. We had to tear him off. The marks must still be there. They're in my mind anyway. It's horrendous.
I'm going to need your experience to bring him justice, Officer Bradley. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene? Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why, you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed, but we'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Kapitel 3 Garten des Hawking-Anwesens. Pierce hat es ins Lagerhaus geschafft. Der Ort, der verlassen sein sollte, hielt eine Überraschung bereit. Zeichen eines Bewohners sowie ein angesenktes Gemälde. Er wird von Officer Bradley bei seiner Untersuchung unterbrochen, kann ihn aber überzeugen, ihm bei der Ermittlung zu helfen. Der Polizist erklärt sich bereit, den Detektiv zum Anwesen der Hawkins zu fahren. Hei, 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 hei. So. Klick, klick. Well, here we are. Hawkins Mansion. Sehr vertrauenserweckend. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family, so he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? You won't get me to believe that it looked any better 3 months ago. It's a very old building, you know?
Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha! You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. Sorry, muss gerade noch mal Antibiotika nehmen. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though, he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Sie kennen sich jetzt ziemlich gut aus. Wir haben keine Zeit zu verlieren. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Gute Haltung. Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Why not? Alles klar. You can help. Right. Let's go. Zu Tageslicht sehe ich hier keins mehr. Oh, naja, gut. Was haben wir hier unten? Oh, da steht was. Bradley was right. This place is much older than I imagined. Oh, der Friedhof. Oh, ein Raben, wie gruselig. Ich dachte, der wäre ein Loch. Poor kid. Someone must really hate Charles Hawkins. I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Do you know if Charles Hawkins had any enemies? Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a thing happen. Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. Muss schrecklich sein. 3 Leute, die man relativ lange gekannt hat und dann einfach so aus dem Leben gerissen. Was tut Zeit? Ich geh vor. Oh, habt ihr auch immer diese Soundbox hier drin? Komisch. Oh, ein Riesenhaus, ey. Das ist hier alles aus Holz. Das muss immer wieder behandelt werden. Kostet ziemlich viel Geld und ziemlich viel Mühe. Was ist das Auto sein? Sagen, was ist das? This entrance is still in use. Whoa! Whoa! You are trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you?
We gut them. Dump them into the ocean. You're Mr. Winchester. Lower that axe. And let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. You haven't forgiven yourself. You stay here to honor the memory of the deceased. That's true. I want no more violence. No more tragedy. It's painful to be the last one left. You don't know how right you are. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. No one lives in the mansion, and you don't take care of it anymore. If you have a good reason to be here, I'm listening. There's vermin. I keep an eye out. Vermin? Yeah, that's it, vermin. Right. This is what we're going to do. I go inside, and I promise that I'll hunt vermin. Okay with you? I'm not sure. If there's nothing else to fear, you can give me that key. Right. Take the key and do what you have to do. Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Geh mir Gott, aber geh. Den Witz hat mein Pfarrer bei unserem Konfirmationsunterricht auch wieder gemacht. Geht mir Gott, aber geht. Ah, geil. Pierce, shall we enter? Now that you finish your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Let's take a look inside. I'm with you. Und Kapitel 3, Villa der Hawkins. Pierce und Officer Bradley erkunden den Garten des Hawkins-Anwesens. Die Familie ruht auf dem Friedhof des Grundstücks, das von Silas Winchester überwacht wird. Der alte Verwalter, seinen Arbeitgeber noch immer treu ergeben, wacht mit seiner Axt über das Anwesen. Pierce und Bradley können ihn beruhigen und erhalten den Schlüssel für die Villa der Hawkins. Sie betreten das Gebäude und suchen nach dem Ort des Feuers. Und genau das war der Punkt, an dem ich letztes Mal die Aufnahme beendet und gestern die neue gestartet habe. Ja, und da kam meine Audio leider nicht mehr mit. Das war ärgerlich. Deswegen musste ich das jetzt gerade noch einmal alles neu machen. Jetzt sind wir an der Stelle, wo ich, wie gerade gesagt, neu gestartet habe, um halt weiterzumachen. Ja, hat leider nicht so ganz funktioniert, wie es sollte. Wie lange sind wir jetzt schon online? Ich denke mal so gut 1,5 Stunden, vielleicht 2. Ich würde sagen, wir machen mal eine kurze Pinkelpause und machen dann gleich weiter. So in 5 Minuten ungefähr.
Follow me. I know the place. Who left So, this weiter light geht's, on? Leute. Ist nix. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Und einmal zurück. What kind of meat is this? This place is for the head of the family, Charles Hawkins. The boy was probably here, smashed his plate on the floor. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Vielleicht weil der Vater gerade Something happened at this table. An argument? Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Diese dampfenden Lampen, Memo. Das sind auch nur die grünen, die Let's see if I can find Silas something managed the to bring the cops fire missed. under control, but it was already too late for them. So. Hier lag jemand. The child's corpse left a trace. Where are the others? Sind wir hier? They had a fight. Why? Der Schuh. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Ja, man Was Charles Hawkins a heavy drinker? So. Irgendwas haben wir noch. Ah, ja, die Uhr. Did it stop at the time of the fire? 10 Uhr, schätze ich. Was noch? Ah, ja, das Gemälde. If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Did someone escape the fire? Und das war's. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. And the boy. So, Detective, what do you make of it? Das Feuer war kein Unfall. I firmly believe this fire was more than just an accident. Huh. What's your theory? Nee, war der Streit, es war Brandstiftung, es war ein Verbrechen aus Leidenschaft. Nein, I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing,
I'd be in serious trouble. Das kann man nicht lesen. Ein Buch. Geschichte der Medizin im 18. Jahrhundert. Diese Sammlung medizinisches Wissens und gesundheitlichen Praktiken des 18. Jahrhunderts umfasst nur die sogenannten zivilisierten Länder. Der Einfluss von ganzheitlicher Medizin oder Medikamente von Kontinenten, die als unterentwickelt gelten, werden nicht behandelt. Frage ich nur, wer das festlegt, was unterentwickelt ist und was nicht. Manche finden ja auch die fernöstlichen, zum Beispiel China oder Asien allgemein, es wären unterentwickelte Länder teilweise mit ihrer Medizin, die sich ja hauptsächlich auf Pflanzen, also Homöopathie praktisch stützen. Und manche sagen, dass nur die moderne westliche Welt gesundheitsfördernde Medizin hervorbringt mit unseren ganzen Pharmazeutikern. Ist irgendwie da irgendwas, was wir finden sollen? This door is blocked from the outside. The lyrics of the drunken sailor. A sea shanty. Ja, das kennt, denke ich mal, so ziemlich jeder. Auch im Unterricht hatten wir das Lied. Ach, ich spiele irgendwie ein Haar von meiner Freundin. Nee, hier ist, glaube ich, nichts. Doch, es muss hier drin sein. Habe ich irgendwas übersehen? Hier oben? Nee. Hä? Ist doof. Wo denn? Ach, hier. These bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the bloodstains, I'd also say that it's the same person. Okay, die habe ich letztes Mal nicht gefunden. Da wurde das Feuerzeug zu heiß. Oh, schnell abgekühlt. Ist alles kaputt. Und runter. Nein. Ach, da! Ein Brecheisen. Ein Brecheisen aus der Welt der Hawkins. Das gehört wahrscheinlich dem Verwalter Silas. A crowbar. Aha. Could prove useful. Okay, das habe ich das letzte Mal auch nicht gefunden. Okay. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein. Dated 1818. Der Ton war gerade etwas ekelhaft. Moby Dick? Moby Dick. Melville's classic. The epic battle between man and whale. Ein schöner Umschlag. Den ganzen Wellen, das gefällt mir richtig gut. Mandatory reading for any whaler, I guess. Das war auch mein Buch. So. Ein schöner Globus. So einen findet man heutzutage, glaube ich, auch nicht mehr wirklich. Und früher konnte man die sogar so aufmachen und dann da so Alkohol oder sowas drin reinmachen, um sie zu verwahren. Habe ich schon in Filmen öfters mal gesehen. Ich selber besitze so einen leider nicht. Das ist nicht wegen dem Alkohol, sondern einfach nur, weil ich A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Was ist hier? Der menschliche Körper, eine vergleichende Analyse. Eine präzise und sehr detaillierte Abhandlung über die Besonderheiten des menschlichen Körpers im Vergleich zur Tierwelt. Die klare Schreibweise und das einfache Vokabular macht dieses Buch auch für Laien verständlich. Hui, noch ein Medizinbuch. Ich bin der Meinung, das habe ich beim letzten Durchgang auch nicht gefunden. Das haben wir mal wieder. Es ist immer wieder gut, Spiele öfter zu spielen. War da oben gerade was? Nö. Ich dachte, ich hätte gerade irgendwas gesehen. Na gut. Gehen wir mal nach oben. Alter, ist hier jetzt irgendwas sich bewegen, ey. Was ist das? Welch paranoid? Kurzer Lag, auch schön.
Darkwater history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. A book on hunting whales, the island's staple diet last century. One of Sarah Hawkins' paintings. Her style sure is recognizable. Ich frage mich, ob der Schädel echt ist. 20,000 Leagues Under the Sea. Another story about the mysteries of the deep. Eine seltene Ausgabe des Romans von Jules Verne. Und eingesteckt. Meins. Er nimmt einfach alles mit, ey. Der Typ ist so hardcore. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Was haben wir hier? What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Sehr geehrter Herr, wie Sie wissen, habe ich Ihnen und Ihrer Familie immer viel Respekt entgegengebracht. Leider kann ich aber meinen Augen nicht länger vor dem Verhalten Ihrer Frau verschließen. Letzte Woche versetzte sie meine Kundschaft erneut in Schrecken. Mir ist bewusst, dass sie keine bösen Absichten hegt, aber Sie sollten sie in der Obhut von Dr. Voller übergeben. Ja, dahin könnte Sie zur Besinnung bringen. Sollten sich diese Störungen wiederholen, sehe ich mich gezwungen, die Polizei hinzuzuziehen. Hochachtungsvoll, Anton Weller. Wie auch immer Anton Weller ist. Oh, wie ist es dunkel kurzzeitig. Oh, Licht. Servus. Schiff. The boys' room. Ach, echt? Woran hast du das gemerkt? Ich finde es aber interessant, dass die einzelnen Gegenstände hervorgehoben sind. Ist halt leichter zu finden. Und man muss sogar eine bestimmte Reihenfolge finden. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Der Typ hat auch eine lange Knarre in der Hand, ey. 2 Meter Gewehr. Hier, das ist deutlich hervorgehoben, man kann es aber nicht ansehen. Sondern erstes Buch. Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Immer noch nicht. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? Jetzt können wir das Bild ansehen. What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Ja, wenn die Unterstützung grässliche Dinge malt, kann das ein Kind schon mal verstören. Ich finde, das sieht aus wie die Titanic, oder? So ein bisschen. Einfach der Schlüssel zum Büro von Sarah Hawkins. What will her room reveal about her? Servus erstmal. Den Schrank kann man nicht öffnen. Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Sie beruhigen die Nerven. Fängt man einmal damit an, kann man nicht mehr ohne sie leben. Kommt mir sehr bekannt vor. Barbiturate. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Muss irgendein Sedativum sein. Und Antidepressivum. Sonst noch irgendwas? A barbiturate prescription from a certain Dr. Fuller. Dr. Thomas Fuller, Riverside Institute, Darkwater, Massachusetts. Datum 21.07.1924. 75 Milligramm Natrium, Amobarbital, alle 4 bis 6 Stunden nach Bedarf. Werden die Anfälle zu stark, zusätzlich 25 Milligramm Phenobarbital bis zu 3-mal täglich. Während der Behandlungszeitraum kein Alkohol oder andere Medikamente einnehmen. Dr. Thomas Fuller.
That's a massive dose. Was Sarah violent? Okay. Auch dieses Schriftstück hatte ich vorher nicht. This padlock is too complicated for me. Kannst du eigentlich überhaupt irgendwas aufschließen mit den Dingern? Oh. Nehmen wir den Schlüssel. Okay. Ich weiß, ich habe es schon gesehen, aber wenn ich das immer wieder sehe, ich weiß nicht, ich kriege ja immer einen Schock. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Gucken wir uns das mal weiter im Raum um. Despite what happened, they seem to have loved each other. Charles Hawkins schrieb seiner Frau ein paar nette Worte. Süßholzgeraspel. Schöne Überschrift. Da ist nix. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Vielleicht war er ein guter Freund. Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. Meine liebe Sarah, seit du dich auf diese verlassene Insel zurückgezogen hast, hat deine Kunst mehr und mehr Sammler begeistert. Ich bitte dich, mir ein paar neue Bilder zu schicken. Die letzten so düster und seltsam, aber auf einzigartige Weise bewegend und anrührend wurden zu Höchstpreisen verkauft. Dein Anteil der letzten Verkäufe liegt bei. Vergiss nicht deinen Freund, der dein Genie zuerst erkannt hat und der Welt gezeigt hat. In Hochachtung, Maximilian L. Sorry, da ist gerade mein Akku vom Controller ausgegangen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade nochmal mitgekriegt hat. Mein Controller ist gerade ausgegangen, weil der Akku leer war. Entschuldigung. The door is blocked on the other side. Ja, Vorbereitung ist alles, Leute. Das sind auch wieder diese Kratzspuren. Ich sag gerade, das wären Kakerlaken. Naja. Bradley? Is that you? Quatschen wir für noch hier hoch. Is anyone there? Das sind wir. You! Stop! Der Typ ist zu lang. Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. I'll cover you. Ich gebe ihm Deckung. Super. Du bist der Typ mit der Knarre. Naja. This door was closed earlier. Ah, finde ich kommen. Where did he go?
They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. It looks like an old seaway map. Jemand hat auf dieser alten Seekarte Koordinaten verzeichnet. Sie ergeben eine Route. Okay. Nichts drin. Do you As really if the think that the bookcase has been fugitive came in moved here? several times. I don't see any way out. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. Auf diesem Foto posieren Charles Hawkins und Captain Fitzroy mit einem dritten Mann. Sie scheinen sich nahezustehen. I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Probably another friend of Hawkins. The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. Schöner Dreimaster. This panel is movable. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. Getriebe in Gang setzen. Nichts tun. Brecheisen benutzen. Ja, und da machst du das Ding kaputt, ist klar. I'd be better off not touching them for the moment. This globe seems to have been part of some mechanism. Doesn't work. I must have missed something. Doesn't work. I must have missed... Seems like this came from a log. Montag, 24. Mai 1847. 42 Grad Nord, 70 Grad West. Insel Darkwater. Den ganzen Morgen nordwärts gesegelt. Kapitän Hamilton ist voller Zuversicht. Er sagt, dass wir diese Saison die Orpheus schlagen werden. Möge Gott gnädig mit uns sein. Sonntag, 30. Mai 1847. 47 Grad Nord, 55 Grad West. Es war mir lieber, als die Wale spurlos verschwanden, aber bei all diesen Kadavern können wir hier trauriges Schicksal nicht länger ignorieren. Was tötet nur diese gewaltigen Bestien? Ich sagte Hamilton, es sei ein schlechtes Zeichen. Ihm ist das egal. Dienstag, 1. Juni 1847. 49 Grad Nord, 61 Grad West. Wir haben vor einem kleinen Dorf geankert. Die Einwohner sagen, dass das Wasser sei rot vom Blut der heiligen Tiere, und wir würden gegen den Willen der Götter handeln, wenn wir ihnen folgten. Ich sagte ihnen, dass ich nur Gott den Allmächtigen fürchte, aber allein im Laderaum habe ich Angst. Freitag, 4. Juni 1847, 57 Grad Nord, 51 Grad West. Wir haben in der Ferne einen gewaltigen Wal gesichtet. Er ist größer als alles, was wir je zuvor gesehen haben. Sein Gesang ist ohrenbetäubend. Hamilton will ihn. Mittwoch, 23. Juni 1847, 33 Grad Nord, 53 Grad West. Wir haben ihn gefangen. Es ist der groteskeste... Och, Alter, was ist denn das für Wort? Groteskeste Wal, den ich je erblickt habe. Wir haben Männer verloren, aber Ruhm erlangt. Dieser Tag wird noch in Jahren gefeiert werden. Dienstag, 29. Juni 1847, Darkwater. Wir haben die Orpheus besiegt, der mit leeren Laderaum zurückkehrte. Die Scylla und Hamilton sind noch eine Erinnerung. There must be a link with the seaway map. Looks like the navigational paths described in the log. 33N, 53W. 33N, 45W. Doesn't work. So? I must have missed something. No. Looks like the navigational paths described in the log. 57N, 52W. 45, 57, 32. Huh. Looks like it worked. Well done, Pierce. Ich muss zugeben, das letzte Mal habe ich viel länger dran gehangen. Aber ich wusste die Koordinaten wirklich nicht mehr, so wie ich sie da einsehen musste. Auf dem Globus. Kapitel 4. Tunnel unter den Hawkins.
In der Villa der Hawkins enthüllte die Brandstätte ihre Geheimnisse. Pierce und Officer Bradley untersuchten die Villa auf der Suche nach Beweisen für Überlebende, als ein Vermummter in das Atelier von Sarah Hawkins stürmte und sein Gemälde stahl, nahmen der Detektiv und der Polizist die Verfolgung auf. Nachdem sie ihm in das Büro von Charles Hawkins gefolgt waren, entdeckten sie einen Geheimgang. Pierce und Bradley betraten den Tunnel unter der Villa. Ja, das Stream geht schon etwas. Ach ja. Ist nur schade, dass die Ladebildschirme so extrem lange sind. Und weiter. Secret passage, under the manor. It's like a detective novel. That guy must have already gotten far. Yeah. And 3 seats. Aktivieren unseren Detektivsinn. Did Charles Hawkins use this place? Who were the others? What is this mask supposed to represent? Did Charles Hawkins hide something in this chest? This piece of cloth is unmistakably from a dress. Was Sarah Hawkins here? Okay. Aber ich merke, dass ich nicht so gelevelt bin wie das letzte Mal. Weil beim letzten Mal konnte ich ihn hier nämlich noch auswählen, der sie gesehen hat. Das geht dieses Mal nicht. Also ich muss echt nochmal versuchen, das alles ein bisschen hochzuleveln. Das letzte Mal hat auch einer von den dreien diese Maske angezogen. Also ich muss echt mal gucken, ob ich mich ein bisschen hochleveln kann. Ich habe 11 Punkte, ja, das sollte möglich sein. Gut, also wir packen was in die Psychologie rein. Redegewandtheit, Ermittlung, Entdeckung. Stärke. Verbessert sich die Fähigkeit, steigt deine Chancen, Türen und Mechanismen aufzubrechen oder in interaktiven Gesprächen Gewalt körperlich oder verbal anzuwenden. Ermittlung beeinflusst den Untersuchungstalent. Verbessert diese Fähigkeit, steigt deine Chance, vergangene Ereignisse durch Analyse eines Tatorts oder einen Gegenstand zu verstehen. Verbessert auch die Fähigkeit, Schlösser zu knacken. Redegewandtheit. Wir machen mal die Ermittlung höher. So. Bringt uns jetzt auch nicht mehr viel, aber naja gut. Bestätigen. Detektiv Edward Pierce. Hab gerade eine Trophäe bekommen. Okay. Wahrscheinlich, weil ich die Ermittlung auf über 4 gemacht habe. Los, Kollege. Fuffi für eine Arschbombe. Naja. Wer hat das hier wohl gebaut hat, ey? Of course. And something tells me that the key is climbing these steps. There's tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's gotta be other entrances. The passage continues further down. Might as well start with that. I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Fine, fine. Go look for another entrance. I'll try my luck down below. Meine Uniform wird schmutzig. Es geht aber nicht. Nein. Ich kann die nicht waschen. Na ja, klar. Wir müssen uns durch die Kloake zwingen. Na, was soll's. Boah, erstmal Lärm, ey, Alter. Wir wollen uns hier reinschleichen und auch erstmal lernen, dass jeder weiß, was wir hier sind. Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust.
Tür ist offen. These paintings must be several centuries old. Sieht aus wie das Bild von Sarah, oder? Wird ja auch sowas Ähnliches gezeichnet. This monstrous creature must be an allegory. These people lying down. Are they dead? Are they asleep? Gute Frage. Also ich weiß, dass in alten Runen zum Beispiel immer bedeutet, wenn Personen auf den Kopf gedreht wurden, dass sie tot sind. Also würden die wohl schlafen. These buildings seem to have come out of the water. Noch so ein Ding? Nö, das war's. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Hier ist nichts. Time has weakened these structures. Ist auch nichts. I don't have time to search them all. Was ist das hier? Das ist wie Gift oder Schwefelsäure oder sowas. Ich glaube Schwefelsäure. Doch, Schwefel ist gelb. Das ist die Sache, aber auch gelb sein. Bin kein Chemiker, keine Ahnung. Für Chemie habe ich mich irgendwie nie wirklich begeistert. What's going on here? Piers! Keep your voice down. We're not alone. Good God. What have you got me into? We'll see. I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. I'll meet you at the bottom. Da unten steht einer. Da unten stehen noch mehrere. Ich renne hier einfach mal durch, so todesmutig. Okay, aber so viel funktioniert. A table for sacrifice? Auch von die Fisch? Okay. Guck mal, das sind wir. I got it. Oh, I can't breathe. What's happening? Ganz ruhig, ganz ruhig. No, damn it! I must find a way out of here. Mal ganz langsam rüber. Okay. Oh, das kann ich nicht haben, wenn irgendwelche Charaktere so schnell und intensiv ins Ohr atmen. Is it my turn? Yes. It is time. You will soon be one of us. If your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. It's like in my dream. Mehr oder weniger. Das unterscheidet sich doch ein wenig von dem Traum. A pre-Columbian tribal dagger. Probably destined for scarification rituals. Ich fand diesen Dolch in den Tunneln unter den Hawkins anwesend. Sein Besitzer ließ ihn zurück, als er den anderen gewandeten Männern folgte. Gewandeten Männern. Oh.
Ich mag ja nichts gegen die alte Sprache. Im Gegenteil, ich benutze sie selber sehr gerne, aber das sind schon wieder so Worte. Pre-classical Latin? Let's see what it says. What is this awakening they talk about? And this sacred flesh? Ah! Das letzte Mal hat er bei mir gesagt, sorry, ich kann kein Latein. Faszinierend. 2 Punkte haben wir jetzt. Bringt uns nichts. Get, Bandenschaffen 24. Interessant. Officer Bradley. Sieges. Ah, okay, hier die ganzen Gegenstände, die wir gefunden haben. Habe ich ja schon was zu gesagt. Kapitel 3. Nö, das lateinische Buch leider nicht. Verstand. Nur der Albtraum. Inventar. Nö, ich kann das Buch wohl nicht lesen. Warte mal, das hier müsste es sein. Eine alte Bibel. Zahlreiche Stellen wurden überschrieben oder mit Anmerkungen versehen. Eine merkwürdige Art, die Heilige Schrift zu studieren. Ah, das war also eine Bibel. Okay. Faszinierend. Gut, aber ich nicht durchkommen. Das haben wir ja in unserem Traum schon gesehen. Letztes Mal lag hier irgendwo so eine Zange. Oder so ein Bolzenschneider, nennen wir es mal so. Im Traum war das ja so. Hier ist nichts. Okay. Hier ist doch mehr nichts. Ah, jetzt offen. You who sleeps, accept this dream. Ya Cthulhu Nithsiha Vitagen. Grant him your flesh and accept his, so that his body and yours may be one. Yibethink. I feel him. You are gifted indeed. Not another word. Ja, es war Let nicht him gefahren. pass through every part of you. Bring me more sacred flesh. We pray for your return into the kingdom of the earth. It looks like a kind of deep coma. What could this ritual have done to them? Okay. Und letztes Mal hat er gedacht, die wären tot. Again, this primitive writing. We are ready for the ceremony. What about your protege? His awakening is complete. He will join you shortly. So, dann hauen wir mal ab, ja. Passiert leider nichts groß, dementsprechend. Kristelbas Natulu, Lenalaf, Kle Nochschlag, Rele, Gorkanirach, Sigov, Venia Bedach, Nikif, Kristelbas Natulu, Lenalaf, Kle Nochschlag, Rele, Gorkanirach, Sigov, Venia Bedach, Nikif, Kristelbas Natulu. Bradley, what are you doing here? I saw 2 odd-looking guys coming down. Seemed up to no good. Sah verdächtig aus. What in the world is this? An intruder! Oh, shit! Don't move! Police! Don't move!
I won't hesitate. Bradley, get back! Shoot. Get back! You asked for it. You shouldn't have seen this. Lauf, Junge, lauf! Nicht umdrehen. They're caving in. I need to get out of here. Schneller, schneller. Die kracht gleich ein. So, jetzt das mitmacht, ey. Wow. Oh, ich hasse das. My leg! Dieses Pfeifen, was ihr da gerade hört, das höre ich täglich. Das höre ich 24/7. Ich habe nämlich Tinnitus, deswegen kann ich dieses Geräusch nicht ab. Absolut ätzend. Oh, danke. Ja, Alter, alles klar. Kann mir dir helfen? Nein. Oh ja, da. Hat auch hier Theo verloren. Light! At last. Na ja, klar. Kapitel 5 Riverside Institute. Pierce und Officer Burley folgten den Eindringlingen zu einem geheimen Treffpunkt eines Kultes in einem Höhlensystem unterhalb der Villa der Hawkins. Sie erlebten eine merkwürdige Zeremonie, die von seinem äußersten lebendigen Charles Hawkins abgehalten wurde. Bradley versuchte ihn festzunehmen, doch Hawkins, dessen Körper mutiert schien, verstümmelte den Polizisten. Von Verstellung habe ich jetzt nicht viel gesehen. Bei seiner Flucht wurde Pierce durch einen Höhleneinsturz eingeschlossen und verletzt. Er wird ins Riverside Institute gebracht. Sein Zustand ist kritisch. Und wer zum Teufel hat mich da gefunden? Höhle komplett eingestürzt. Nur die Kultisten und der tote Officer wussten, dass ich da bin. Was? Hä? Ah. Vielleicht war der Kapitän gerade zufällig vor Ort. Wollen wir kurz einen Schluck trinken? Moment. Ah, Entschuldigung. Mit der Zeit wird die Kehle dann doch ein bisschen trocken. Das ist übrigens auch jetzt das letzte Kapitel, was ich kenne. Kapitel 5. Danach weiß ich nicht, wie es weitergeht. Weil ab da habe ich die Aufnahme gestern nämlich beendet gehabt. Was ist das? Ach, das ist eine Handfessel. Ach, das ist der Typ mit der Brille. He's having a seizure. He will survive. Strong subject. There, he's opening his eyes. You saved him, Fuller. I can't get up. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. What did you do to me? Undo these straps! Whoa, go easy, my friend. You were dead. He killed you. Are you sure he's better? He was dead. Me too, we were dead. What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No! Oh, krasses Zeug.
Where am I? Mr. Sanders, you have to come with us. No, please. I can't leave here. You've got no choice, Sanders, and neither do we. No, you don't understand. If I go out, he'll see me. No! No! You're leaving this cell. Please. I don't want him to find me. Alles klar. Okay, Nachtopf. Tun wir so, als ob da Essen drin war. So, mein Ladekabel ist rausgegangen. Ich muss es schnell reinstecken. Okay. Wir switchen hier zwischen zwei Realitäten hin und her, würde ich schätzen. Das wurde auch nicht aufgeklärt. Ich weiß die Antwort hierauf jetzt wirklich nicht. Aber ich würde sagen, dass das hier so eine Art Traum ist. Wir haben es doch geschafft. They tracked and hunted me, pursued me right into their dreams. They scribbled all over their maps in the wake of my lonely wanderings. Er wirkt sich selbst, alles klar. No sea is dark enough to hide the color of my blood. No wind strong enough to scatter my dreams. When the last of them rises up, you will choose. I will not be here to bear witness to it, because you will have released me. But the earth will resound to your cries, or theirs. Awaken and free me. Krasses Ding, ey. Da stand zwar Leviathan, You aber there. Wake up. Come on, stand up. We don't have much time. Aber ich denke mal, dass das Cthulhu selbst war, der gerade zu uns gesprochen hat. Can you stand up? Who are you? A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Wait. Bradley is really alive? I don't understand. You filled me so full of drugs I can't distinguish dream from reality. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything. I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible, and as unobtrusively as possible. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Wait a minute. Ich weiß nicht einmal, mit wem ich es zu tun habe. So großes Riss bin ich. Wie soll ich hier ankommen? I saw the nurses at work on a patient. It wouldn't be good for me to get caught. You must avoid them at all costs. If someone found out that I released you from your room, I'd never find work in a hospital again. So nice of you to worry about me. Do not be unpleasant, Mr. Pierce. We must not stay here. There are 2 men standing guard near the stairs. It's the only way to the floor above. I shall try to distract them, and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Understood. Oh, dieses Gebrüll. Oh, der Typ geht mir so auf die Nüsse. What does this mean?
Am I in an asylum? Sarah. This is no medicine. Gut zu wissen. What did he write about the painting? Why the strange symbol repeated over and over? Can't escape. Wir können nicht entkommen. Oh, das ist die allgegenwärtige Meinung hier. Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. In der Gummizelle. Schicker Stuhl. Ist klar da drin? Und auf dem Kreis? Okay. If I don't get out of here, I'll end up like him. Hallo? Oh, Essen. Oh, das in der Mitte sieht aus wie Curry geschnetzeltes. Oh, das geile Teller Curry geschnetzeltes wäre jetzt auch geil. Jetzt hab ich Hunger. Doch, toll. Ach, der Typ Poor ist das. wretch. Okay. Ich möchte unterstreichen, dass nicht alle so sind wie der da. Der hat sein Zimmer auseinandergenommen, würde ich sagen. Dr. Gordon, I would like to say that I'm surprised to see you, but we all know that your curiosity will be your ruin. I don't understand. These people need care. You keep them in this terrible place as if... Go back upstairs where your patients are waiting for you to treat them. As for you, gentlemen, do not disappoint me anymore. No one enters or leaves. Yes, Doctor. Ich werde hier rauskommen. Damn it. I'll have to find a way of getting rid of those two myself. Oh, Junge, halt die Klappe, verdammt. Gott, dieses Geschrei, ey. Oh, ist schön, dass ihr kapiert habt. The machine is working again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you. No, Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure valves. As you want. I'm gonna see if there's sleeping pills left. They've run out again upstairs. Put a few aside for me, will you? And above all, leave the wheels where they are. Ach, Junge, schicket. Wir wissen's, dir geht's nicht gut. Oh, danke. Ich bin echt dies gegen Patienten, die Schmerzen haben und ein bisschen What could this machine be das used ist da for? echt, oh. Mit dieser Akte litt der Patient an Psychosen. Er stach sich seine Augen in einem Tobsuchtsanfall aus. Mache ich auch einmal als erstes, wenn ich wütend werde. Ich stech mir erstmal die Augen aus. Have I activated anything? Hab ich irgendwas aktiviert? Maybe. Is there a connection between this corpse and the machine? The corpse is complete. Whose are these limbs? Krossengehirn. Und ein toter Käfer. Okay. Och, Kollege, halt die Klappe endlich. Oh. Worse and worse. Vats of rotten flesh? An elaborate electrical system? Like a dumb pulp novel. What's the connection between this meat and the electrical installation? Wie seltsam aus. Oh, ich dachte gerade, da
steht dann, ey, Alter, das war nur der Hebel. Oh, Schock. Meine Fresse. Hallo, hallo? Ah, da kommt er. Und da geht er. So. Ah. Nein. Ja. Nein. Warte mal kurz einen Moment. Meine Freundin versucht mir mit Fingersprache irgendetwas zu sagen, was ich nicht vor laufender Kamera sagen möchte. Zoology, esotericism, mineralogy, and a full shelf on cephalopod. Sarah Hawkins. She was a patient here. Okay, entschuldigt. Ich bin wieder da. Dementia? Self-inflicted wounds? Ein Dokument, das bescheinigt, dass Irene Sanders, die Ehefrau von Francis Sanders, ihren Mann nach Anzeichen schweren Wahnsinns hat einweisen lassen. Was? Demenz und Selbstverletzung? Schwerer Wahnsinn? Demenz ist eigentlich eine Krankheit und keine Psychose. Anatomy, anthropology, nothing surprising. Na gut. Wir lassen das erstmal so stehen. Und die Tür ist jetzt zu. Ich kann den Typen gerade nicht sehen. Hallo. Ich wusste, das war klar. Wie bei der letzten Aufnahme. Ich komme um die Ecke aus dem Raum raus und er schleicht um die Ecke. War ja logisch. Alles klar. It's done. Now for the others. Not eat it. They must know that it is not good. Ja, glaubt auch, er wäre ein Vogel. Bohnensuppe! One, So, two, Linsensuppe wäre cool. 3, 4, 5. Oh Mann, jetzt kriege ich Hunger ohne Ende. Not 6. 4, 5. Nee, hier ist nichts. Just got a few days to go. Yeah, that's it. 4 What days is almost. welling up inside me? I feel it in my head and in my body. He roars and swells and has strength of oceans. Its waves rise and crash, leaving behind them only a trail of white, nourishing foam. He is my master. He enters me. Yes, 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 yes. Jetzt ist der Audioglocke. Er trägt die mich ein. Ja, ja. Get me out! Don't let me sleep in here. If he does not catch me, I do not sleep. If I do not sleep, I do not see him. I do not hear him. He does not call me. He does not call me. He calls me. Sorry, aber ich find's so lustig. If I do not stop, I catch him. If I catch him, I sleep. You. Yeah, you there. Come here. My dad. I don't know what you're doing there, but you don't seem to be friends with the nurses. I can help you. Help me, and I'll owe you one. What do you want? Sleep. That's all. Sleep? You don't want to leave? No. Have you seen the storm that's brewing? I'm fine here. Except for one problem. You want sleeping pills, right? Yeah. And in exchange, I can make noise. Lots of noise.
You'll draw the guards to your cell to allow me to escape. So, you in? Find something to make me sleep, and I'll take care of the guards for you. Cool. I'll find you some pills. Go look in the storage room. There must be sleeping pills there. Okay. Exactly what I need. So. Wo ist der Typ gerade? Oh, der ist genau in dem Moment zu mir. Ah, müssen wir kurz warten. Scheiße. Wo ist er hin? Bestimmt gerade um die Ecke. Ja, ist er. Okay, jetzt können wir. Leise. Leisen Sohlen um die Ecke. Okay. Hier ist nichts. Ah, hier. Ah, fuck! Und mein erstes Game Over. Das ist mir das letzte Mal noch nicht passiert. Ja, er ist klaustrophobe. Jetzt verschwinde endlich. I saw something over there. Geh weg. Kommt wieder. Na los, geh weg. Geh weg, hab ich gesagt! Verschwinde hier! Danke. So. Machst du da auf, Junge? Meine Güte. Was denn das war? Da. Okay, er ist weg. Okay, der Typ ist auch gerade nicht da. So. Da habe ich letztes Mal auch dumm und dämlich gesucht nach dem grünen Hinweis da unten links. Ich habe es nicht gefunden gehabt. Ich habe mindestens eine Viertelstunde gesucht. Ah, jetzt kommt er. Das ist jetzt auch total mies versteckt. Kurz warten. Dann bleibt nur da vorne. Das heißt, wir können hier ruhig einfach sitzen bleiben. Okay. Jetzt können wir raus. Da ist es. Control wheel to mount on a plumbing system. Ich habe es letztes Mal einfach nicht gefunden. Keine Ahnung warum. Ich habe hier als gesucht, als sie immer schneller geblinkt hat. Da habe ich gedacht, es wäre irgendwo hier. Jetzt warten wir noch, bis der Typ kommt. Hallo?
Hallo. Kommst du jetzt? Ah, da kommt er. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, das sieht gut aus. Where do they keep their sleeping pills? Na komm. Scopolamine, morphine, opium? Nothing. Hier sind sie. My new friend's sleeping pills. Doch ein Buch. Das gewaltige Werk eines Adligen aus einer langen Linie von Ärzten führt zu dieser Enzyklopädie der Medizin des vergangenen Jahrhunderts. Dieses Werk ist vollständiger als ältere Arbeiten und führt auch im Detail einige Methoden aus Asien und Afrika auf. So. Tür zu. Du siehst mich nicht. Tür zu. Okay, wir sind durch. So, jetzt muss ich nochmal hier rein. Mitteilungen des Personals. Der Vorfall der letzten Woche verursacht erheblichen Schaden an der Infrastruktur und führt zu einem Stopp der laufenden Experimente. Das ist inakzeptabel. Mit sofortiger Wirkung müssen die Räder zur Regelung der Gashähne nach jeder Benutzung im Lagerraum aufbewahrt werden. Außerdem müssen sie die Verwendungsliste auf dem aktuellen Stand halten. Dr. Faller. The green gas leaves from here and it runs through the whole building. Ich habe Ihre Maschine bestmöglich repariert. Die Rohrleitungen sind allerdings beschädigt und ich fürchte, dass Gas austritt. In einer so kurzen Zeit kann ich nicht mehr schaffen. Ich möchte Sie nur warnen. Wird die Ausrüstung zu stark beansprucht, besteht die Gefahr einer Explosion. Krass. Machen wir alles kaputt, ja. So. This valve controls the pressure. Der Druck ist runter. Now for the next step. Druck ist gestiegen. Ich weiß aber auch nicht, ob wir den Druck hoch oder runter halten sollen. Ich lasse den hier jetzt einfach mal oben. Was mit dem hier? Der Druck ist runter. Also ich denke mal alles hoch. It's impossible to break this chain with my bare hands. A duct. Ich drehe mal alles hoch, mal gucken, was passiert. Entweder gehen wir gleich drauf und müssen alles nochmal machen, oder wir machen hier so einen Aufruhr, dass die ganzen Wachen alle abhauen. Man muss unserem grausamen Schicksal überlassen. Ja, nichts Neues. Ist noch irgendwas? Nö. So. Was mit der Tür hier? Ah. So, Theoretically, I've only got one lever to push. Ein bisschen Licht machen. Nein, das braucht die noch nicht. Du musst aber massive Klaustrophobie haben, ey. Auch nicht gerade schön, Klaustrophobie. Angst vor engen Räumen. Ich habe ja mehr so das Gegenteil. Die Angoraphobie. Das ist Angst vor offenen Räumen und großen Menschenmassen. Ich kann sowas einfach nicht leiden. Mir fehlt hier noch einer. This lever must turn on the gas machine. There's nothing happening.
ist passiert. Okay. Ich will auf den letzten Hebel suchen. Beziehungsweise dieses letzte Drehrad. Gucken, wo ich das finde. Das habe ich das letzte Mal ehrlich gesagt gar nicht gemacht, weil es mir eigentlich vollkommen schnuppe war. Vielleicht sollte ich das mal machen. Gucken, was hier drin ist. Ist irgendwas drin? Ah! Buch der Medizin! Dieser schwere Band ist der erste in einer Reihe von 3 Bänden und ist das Hauptnachschlagewerk jedes erfahrenen Mediziners. Er enthält alle jüngsten Erforschungen der Medizin. Häufig wird dieses Buch in Bibliotheken der Großmedizinischen Universität gefunden. Eine Ausgabe an einem abgelegenen Ort wie Darkwater zu finden, ist ungewöhnlich. Ach, der Typ schon wieder. Ja, ich hab was schon wieder. This way! Ach, scheiße! Lauf, lauf, lauf! Reiß die Tür doch auf, Junge! Okay, wir müssen nicht allzu viel neu machen. Das ist schon mal gut. Aber ich weiß jetzt, wo das letzte Rad ist. Ja! Dann tun wir uns jetzt erstmal. Aber dass der Typ uns da drin sehen kann. Stockdunkel da drin, ne? Wir können die eigene Hand nicht sehen. Aber er... Kein Thema. Dich sehe ich, Junge. Ein Rad. Ich will das Buch haben. Okay. Okay. So, mal gucken, was gleich passiert. Entweder zerreißt es uns jetzt vollständig oder es passiert gar nichts. Spiel gespeichert. I've got to hide before the guards see me. Ah, ich habe also mehrere Möglichkeiten. Ich werde jetzt den Typen die Pillen geben können. Das Ding hier ansetzen können. Oder die Elektrizität. Ich habe gedacht, ich müsste hier alles irgendwie so auf einmal machen. Na gut, das eine sagt ja nicht, dass das andere nicht machen muss und so. Nö, er hat keinen Bock mehr auf mich. Gut, dann eben nicht. Ich hätte ihm seine Pillen jetzt doch gegeben. Ich meine, so ist es nicht. Narkolee? Doctor, is that you? Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me, like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way. Medizinkunde-Profi. Oh, Mann. Schade. Ich lasse keine Verwundeten zurück. Was haben Sie sich... Was haben Sie Ihnen angetan? Ich lasse keine Verwundeten zurück. I'm not leaving without you. No! Don't inflict this on yourself! Come on, Sanders. Do it for my conscience. You are making a mistake, sir. My fate is not your responsibility. The real culprit is Sarah. Her and her accursed paintings.
You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. In her office, I saw signs of a ritual, perhaps an invocation. These things, that's what makes you say she's cursed. You're wrong. It was not an invocation, but a revocation. But she failed. And that's what counts. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you. No, don't let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it. That's how it finds you. What finds me? Sarah Hawkins' visitor. The Chandler. Sanders, pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. No! Sanders! What the hell? I gotta... Ja, perfekt. Okay. Und er ist tot. This is insane. What killed him? Hier ist, glaube ich, soweit nichts mehr. Untersuchen kann ich auch nicht. Na, gut. Geht das? Man muss sogar da rein. Ich bin zuletzt mal auf der 3 gegangen, weil ich gesagt habe, mal gucken, ob ich den Typen helfen kann, aber nein. Das Spiel zwingt dich da rein und in das Gas zu gehen. Du musst umkippen. Das ist ja gemein. Oh. Damn! The gas! Oh. My head. Later. We need to move on. Villa der Hawkins. Pierce erwacht in einer Anstalt im Keller des Riverside Institute. Dort traf er auf Dr. Colden, eine Freundin von Bradley, die ihm zur Flucht verhalf. Er durchstreifte den Ort, an dem Dr. Fuller uneingeschränkt herrschte, und konnte mit einem Mann namens Francis Sanders sprechen. Bevor er vor seinen Augen des Detectives starb, beschuldigte er Sarah Hawkins als Grund für seine Qualen. Schließlich verließ Pierce gemeinsam mit Bradley den Colden? Ah, ich lese hier vollkommen Chancen. Egal, wir machen weiter. So, ab hier ist alles neu für mich. Ab hier kenne ich es nicht mehr. Who goes there? Was wird das jetzt? Okay. Ich war gerade in einer blockierten Szene. That nightmare again. I need a drink. Okay.
glaube, das war ein Traum. Das war mal alles so sauber. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? Du musst Profi sein dafür, okay. What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what he would have you believe. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. It seems hard to swallow. Don't you have anything more concrete, Pierce? Geht das? What I'm sure of now is that the Hawkins case. And what brings the fact? I don't. That's what I have a That's seems. Medizinkunde Profi, schön. Bradley, what do you remember? I don't understand your question. The night we went into the Hawkins mansion. You don't seem to remember the tunnels and what occurred there. No memory of going down any tunnel. No, we were in the manor, then, Then what? The rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. And then? I went to visit you at the hospital and called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel? I don't. Let's talk about something else. I heard you talking earlier. Why am I not surprised? I get the impression you two don't get along. Intrusive and not very clever. Anyway, let's get back to the business at hand. Schade. Given the energy he pours into Riverside, I presume it was Fuller's creation. His father's, to be correct. He was a surgeon on board the Scylla. He founded the hospital in 1904 with funds from the Hawkins family before he died and his son Thomas Fuller took over. Two families inextricably linked. Most island families are that way. Captain Fitzroy's father was also a seaman aboard the Scylla. Powerful families dominating everything. Yes, and as you could tell, Dr. Fuller is like some crazed emperor. He wouldn't be happy if he knew we were snooping around. I know the risks. I don't fear him. Do you wish to know anything else? I found a file bearing Sarah Hawkins' name in the Institute's basement. It makes sense. A powerful family like the Hawkins had the means to hide such a disgrace. But everyone knows the Fullers have been taking care of the Hawkins for at least a generation. And all were aware of Mrs. Hawkins' fragility. Perhaps, but no one would allow a psychiatric internment. From what I read in the file, Fuller used her as a subject of his experiments. Francis Sanders and Sarah Hawkins, subjects of Dr. Fuller. Why those two? Gute Frage. Dr. Fuller seems to be leaving a trail of corpses. Not to mention those strange machines, chains, and tools of all kind. Yes. I've been telling you that Fuller uses his patients as guinea pigs. What I saw was more akin to torture than medicine. Do you even hear what you're saying? Dr. Fuller is highly respected. It's the truth, Ethan. And I'll prove it to you. I'm listening, Mr. Pierce.
I have flashbacks. They haunt me. What did they do to you? There was that Dr. Fuller, and a nurse. Blood everywhere. My legs, the pain, I couldn't bear it. I was screaming. They injected me with something. I woke up at the Institute. Bradley was there. And how you scared us. You seemed demented. You likely woke up during the anesthesia. No wonder those memories haunt you. What in God's name were they doing to you? What happened afterwards? When I woke up the second time, I was in a padded cell. That's where you found me, Doctor. After you released me, I got a good look at what's in store for the patients of the Riverside Institute. Hallucinogenic gas pumped into the cells. An infernal machine. Horrific medical experiments. Impossible. Dr. Fuller would never do such a thing. You should believe it, Ethan. What Mr. Pierce saw is precisely what I've been trying to prove. Did you discover anything else? I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course. He's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. I didn't see what, but something was there, with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich weiß es nicht, was jetzt der richtige Weg ist. Versuchen wir es bei der Wahrheit. He's right. We can't ignore the truth. But it could drive her mad. Better madness than ignorance. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. So, wir haben gerade unser Schicksal verändert. Mal sehen, wie es jetzt ausgeht. Vielleicht mache ich noch mal einen zweiten Lauf, wo ich mich für ihren Weg entscheide. Mal gucken. Ihr könnt ja mal dazu ein paar Kommentare schreiben, ob ihr das andere Ende auch sehen wollt oder nicht. Dann weiß ich Bescheid. So. Ich habe hier noch einen Spielstand, der genau hier halt anfängt. Ich habe den nicht überschrieben, dementsprechend können wir das dann mal versuchen, mit dem anderen Ende dann weiterzumachen. Kapitel 6. Wohnsitz des Sanders. Pierce, Colton und Bradley beschlossen, den Fall Sarah Hawkins gemeinsam zu lösen. Wir haben eine neue Spur, der sie nachgehen. Francis Sanders, ein Kunstsammler und Freund der Malerin, der direkt vor Pierce starb. Der Detektiv geht zu diesem Haus, um mit seiner Witwe über den Schlürfer zu sprechen, den der Mann vor seinem Tod erwähnte. Habt ja alles noch ganz komische Formen hier. So.
Und weiter geht der Wahnsinn. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. You know each other? We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, Detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday. I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? So. Psychologie-Profi. What happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders. But from what I saw, it was inevitable. The man I met yesterday had lost his reason. He suffers no longer, if you would allow me such a platitude. Of course. Thank you for your kind words. Nobody in that hospital would have deigned to speak them to me. However, it will require more than that to soothe my mind. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes. Did you not do anything to help him? It's terrible what happened to your husband, but I had nothing to do with it. I was injured, and I came across him in the hospital quite by chance. Injured? Well, I'm delighted to see you in such fine fettle, Detective. Not everybody enjoyed such a prompt recovery. I suppose Fuller does do miracles now and again. Luck is obviously very kind to you. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it... Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Wir gucken uns hier nochmal ein bisschen um. The
day the Shambler came into the Sanders' lives. Ein Foto ist Hogwarts im Senders. Sie müssen sich wohl nachstehen. Oh, Rekonstruktion! Francis Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Ah, doch, hier kann ich auch noch aufleveln. Hoho! So. Ich kann die Ermittlung jetzt voll pumpen oder noch ein bisschen auf Psychologie gehen. Redegewinner wäre jetzt gerade auch nicht schlecht gewesen. Deckungen. Die Fähigkeit steigt. Eine Chance, vergangene Ereignisse durch Analyse eines Tatorts oder einen Gegenstand zu verstehen. Fähigkeit, Schlösser zu knacken. Da können wir jetzt jedes Schloss knacken. Die letzten 3 Punkte. Wir lassen das jetzt erstmal so. A house of artists. A house of artists. Was haben wir hier? Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? Man kann es aber nicht richtig erkennen. Ach, verdammt. War ja klar. She first refused to sell the painting. How did that make her feel? Was she jealous of Sarah Hawkins? The Shambler. Oh, alles klar. I need to see it. Warum nicht? Okay. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Eine Tonaufzeichnung, die Francis Sanders seiner Frau Irene überlassen hat. Und eingesteckt. Die Tür ist zu. Das sind nur so verzerrte Bilder. Doch normale? Die ist auch zu. Da geht's raus. Das will ich aber nicht. Auch zu. Das Meer. Mal etwas Normales. A strange Amerindian pendant. Ein altes Amulett, vermutlich indianischen Ursprungs. Ich frage mich, welchen Zweck es wohl hat. Der Wal und der Dorsch. Der Wal und der Dorsch. Oder eine kurze Geschichte von Darkwater. Von Erwan Queenmouth. Dieses Buch beleuchtet den Ruhm vergangener Tage. I could use one of those. Ich fand diese Schlaftabletten im Haus des Senders. Wurden sie Francis oder eher Irene Sanders verschrieben? Das da alles einsteckt, ey! Unfassbar. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Lieber Francis, ich bitte dich, die Hoffnung aufzugeben, jemals dieses verfluchte Gemälde zu besitzen. Wenn du unserer Freundschaft auch den kleinsten Funken Bedeutung zuschreibst, dann erspare mir die Last der Schuld. Ich kann nicht die Schöpferin deines Untergangs sein. Ich bitte dich, mein lieber Freund, vergiss den Schlürfer. Deine Freundin Sarah Hawkins.
Naja. An old diary. In dieser Ausgabe geht es um Reverend Rickwoods Gemeinde. Seine Frau beschreibt ihre Sorgen über die seltsamen Träume, die die Gemeinde des Reverends seit ihrer Ankunft heimsuchen. Einige Mitglieder der Gemeinde und auch ihr Ehemann begannen, von ihrer Vision eines von Gott gesandten Boten zu sprechen. Sie hat Angst, dass sie das gleiche Schicksal erleiden wie der verlorene Stamm. Oh Gott, da steht einer. Ich loote erstmal das ganze Haus. Schlüssel zur Sendesgalerie. That's Hey, twice baby. you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? I'm not here to cause trouble, if that's what's worrying you. Worry me? Don't overestimate yourself. If the last beating wasn't enough for you, I can always give it another go. But as long as you keep out of my way, you're free to carry on with your visit. Und was tun Sie hier? And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Was auch immer du sagst. Klar will ich es lesen. Weißt du, was es ist? Dies wird sein Schicksal verändern. Jenseits der Realität Trophäe erhalten. Es ist eine Art Lexikon monströser und unbekannter Kreaturen. Langsam fange ich noch an zu glauben, dass sie wirklich existieren. Ja, okay. Dissertation über eine Anatomiefrage. Eine gebundene Ausgabe einer studentischen Arbeit. Obwohl die Beobachtungen relevant sind, fehlt die Expertise eines erfahrenen Arztes. Mit den gestellten Fragen können wir uns aber neue Wege vorstellen, die menschliche Anatomie zu erforschen. So. Oh, kein Level-Up. Das ist so ätzend, ey. Hey, aber wir haben zumindest ein neues Level der Okkultismus fast erreicht. So, wir haben 3 Punkte. Brauchen hierfür 4. Hierfür 6. Ich habe nur keine Ahnung, wenn ich jetzt hier die Punkte rein verteile, ob das dann schon meine Fähigkeit bessert. Ja, tut es. Okay, dann lassen. Nein. Dann machen wir das erstmal. Vielleicht hilft uns das ja dann schon mal ein bisschen weiter. Okay. Wow. Wie ist es hier ein Schrank, den ich mich verstecken kann? Das war jetzt doch nichts Gutes. These artifacts date from pre-Columbian times. Aber schöne Stücke. Okay, wenn man jetzt mal von den Bildern absieht. Das könnte ein alter Bogen sein. Ach, das ist der einzige Kommentar. Was könnte das wohl sein? Na du? Das ist auch eine Riesengalerie, Alter. Himmel, Herrgott, nochmal. Ist nix. Hier ist auch nix. Ah, ja. Why was he so interested in old weapons? Die bessere Frage ist, warum hat er alles doppelt? Weil hier dieses Ding, das haben wir da vorne auch schon gehabt. Was ist da?
Öl. Okay, hier kann ich meine Lampe auffüllen. Ja, dazu nichts zu sagen. The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Okay, die sieht cool aus. Die sieht echt cool aus. Womit kämpft er? Ist das wie ein Fasan oder sowas? Ich weiß, das Gemälde steht da, das gucken wir uns gleich an. Okay, eine Abwandlung des Wings. Hier ist das gleich nochmal groß. Okay. Was ist das? Noch mehr Öl. Okay. Kann ich damit irgendwas sehen oder sowas? Irgendwas Spezielles auslösen? Ich renne mal ein bisschen. Nö, auslösen kann ich damit nichts. Nö, okay. Dann nicht. Was ist das da? Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it? Ein weit weniger talentgesegneter als Sarah Hawkins zeichnete Sanders einen verdreht aussehenden Dolch bis ins kleinste Detail. Den Handschutz zierte ein merkwürdiges esoterisches Symbol, das in seiner Korrespondenz mit Sarah öfter auftaucht. What the hell was that? Alles klar. Okay. Das Vieh ist heftig. Es darf uns nicht sehen, obwohl es keine Augen hat. What the hell was that?
gedacht, dass Licht ihn vielleicht abschreckt, aber das scheint es nicht. Ah, ich kann das sogar überspringen. What the hell was that? Okay, das Ding hat also auch keine unendliche Reichweite. Vielleicht kann ich mich jetzt im Schrank verstecken. Geh weg, Junge. Was? I can't even touch it. Okay, raus komme ich nicht, also muss ich das Gemälde höchstwahrscheinlich zerstören. Gibt ja nur zwei Wege. What the hell was that? Abhauen oder zerstören. Das sind die einzigen zwei Wege, die mir in den Sinn kommen. Na komm schon, Junge, ich habe nicht ewig Zeit. Komm schon. Scheiße. Okay, er ist hier. Gehe ich jetzt mal den großen, weiten Weg. Fuck. The thing came out of this painting. Ah! There has to be one. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Destroy it. Weg, weg, weg. Okay, ich hab das Vieh fürs erste abgehängt. Kann niemals davonlaufen. Das ist schon mal eine gute Information. Vielleicht gar nicht so einfach aggressiv. The thing came out of this painting. There has to be a link. Maybe if I destroy it. Hier ist Licht. Oh, Licht macht dir gar nichts. Feuerzeug. That thing came out of this painting. There has to be a Tanz link. doch nieder. Was ist los mit dir? Maybe if I destroy it. Ah. Okay, also ich glaube, es Dieter zu brennen bringt nichts, weil er will es nicht Dieter brennen. What the hell was that? Was muss ich denn dann machen? Vielleicht muss ich Deutsch oder sowas nehmen. Mal gucken. Damn. Maybe I can use this dagger. Stich es ab! Stich es ab!
deswegen hat er auch 2 Deutsche. Du musst zweimal reinzustechen, das Ding damit zu zerstören. What the hell was that? Okay, dann haben wir uns bei die beiden Deutsche. Maybe I can use this dagger. Jetzt aber. Nehmen wir den hier. Damn it! This dagger didn't work. Okay, jetzt muss es der andere sein. Stich zu! Nein, der ist es auch nicht. Damn it! I have to use a specific dagger. Ja, schon auf die Idee gekommen. Verdammt! Machen wir den hier. Ach, schön, ne? Los, hab ihn. Ah, der war's auch nicht. Tja, dann. So, machen wir den hier. Stirb! Oh, stimmt mal. So viele Möglichkeiten gibt's hier doch gar nicht. Auch nicht. Willst du mich verarschen? Muss ich erst alle Deutschen durchgehen oder was? This dagger looks different. Ja, hab ich doch jetzt endlich. Jetzt stirb! Stich zu, Junge! Stich zu! Geht doch.
You sure you won't be needing that hand? You're losing it, Detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Sanders was right. This painting is cursed. What are you talking about? I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. Das heißt, du mich zu beruhigen. I ran, screamed, broke a pane of glass. You were in the next room and you didn't hear a thing. If I hadn't heard a thing, I'd still be in the other room. The door was blocked. I got in as soon as I could. I like to look after my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I've still got things to settle with Irene. Was war das denn gerade? Er ignoriert das einfach mal so. Ja. Lass die alte sitzen, ist mir egal. Kapitel 7. Die namenlose Buchhandlung. Der Schlürfe erwies sich als viel mehr als nur einen von Sarah Hawkins gemalten Kunstwerke. Eine riesige Kreatur entstieg dem Gemälde, um Pierce anzugreifen. Nach einem erbitterten Kampf schaffte es der Detektiv, das Monster wieder in das Gemälde zu verbannen. Später entdeckte er, dass der von ihm im Kampf benutzte Dolch von Algernon Drake, dem Besitzer der namenlosen Buchhandlung, an Sanders verkauft wurde. Pierce beschließt, den Laden in einem Besuch abzustatten. Ja. Rein da. Blöd. Servus erstmal. Where's the bookseller? An old diary. Der Reverend ernannte sich selbst zum Propheten. Er wies Gott zurück und verehrte ein merkwürdiges heidnisches Wesen in monströser Gestalt. Seine Frau wollte ihn zur Vernunft bringen, aber ihre Mühe war vergebens. Er war überzeugt, dass er auf die Stimme in seinem Kopf hören müsse, weil sie die Wahrheit sprach. Das haben schon viele gedacht. Freud's The Interpretation of Dreams. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. Sigmund Freud verfasste dieses Handbuch für Psychologen. Darin beschreibt er die Techniken zur analytischen Deutung von Träumen. Die Analyse muss mehrere Regeln folgen, insbesondere denen der freien Assoziation, die Freud Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlichte. Träume werden als Wege zur Offenbarung verborgener Wünsche interpretiert. Ich bezweifle, dass diese Theorie auf meine Albträume anwendbar ist. Also, wenn ich da jetzt meinen Traum von letzter Nacht drauf übertrage, dann träume ich davon oder erhoffe mir davon, dass mir irgendeiner meine Playstation klaut und meinen Laptop, in dem er vorher meine Wohnung einbricht? Nein. Die Geschichte von Darkwater, Band 3. Oder 4 oder sonst irgendwas. Im 19. Jahrhundert, als die amerikanische Walfangindustrie ihren Höhepunkt im Rest der Welt erreichte, verschwanden die Wale allmählich aus den Gewässern um Darkwater. Das Phänomen wird noch rätselhafter, da die Gegend bis dato einen beliebten Rückzugsort für die Wale darstellte. 1847 kehrte die Scylla nach mehreren Monaten der Jagd mit einem gewaltigen Wesen an Bord in den Hafen zurück.
Die Besatzung behauptet, das Ungeheuer habe die verschwundenen Wale gefressen. Nach einer Nacht heftiger Kämpfe gelang es den überlebenden Seeleuten, die Bestie auf das Walfangschiff zu ziehen. What happened here? Let's start over. Where did they break in from? Blood. Seems like amateur work. Someone tall left this footprint. A man, probably. This burglar seems to be rather clumsy. What sort of thief leaves his tools at the crime scene? What killed all these animals? What happened that made the burglar flee before finishing his work? What the... Charles Hawkins? What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Eine Seite scheint hier versteckt zu sein. Darauf steht: Wenn jemand diese Memoiren findet, besteht kein Zweifel daran, dass ich mich in ernsthaften Schwierigkeiten befinde. Meine letzte und einzige Hoffnung ist, dass mein Körper und meine Knochen sich noch in dieser Ebene der Wirklichkeit befinden, so dass sie gefunden und verbrannt werden können. Die Totenurne muss meiner lieben Mutter gegeben werden, sofern sie noch lebt. Die folgende Nachricht ist von größter Bedeutung. Wer diese Zeilen liest und denselben geistigen Scharfsinn besitzt wie ich, kann Zugang zu meinem wertvollsten Besitz erlangen. Er liegt in meinem Tresor und die Kombination ist in 3 Walzen versteckt. Jeder davon befindet sich dort, wo sich Leben und Studie in der Welt Griechenlands vereinen. Jede Walze ist nummeriert, auch wenn ein berühmter Autor sagt, die Ordnung ist die Lust der Vernunft, aber die Unordnung ist die Wonne der Fantasie. Und in der Tat muss ich trotz meiner Vorlieben für organisiertes Chaos zugeben, dass am Ende meist die Vernunft siegt. Sollte eine Person oder eher ein Genie meine Intellekt entsprechen und die Kombination für den Safe entschlüsseln, so bitte ich darum, dass der Inhalt zur sicheren Aufbewahrung meinem Freund und Kollegen Professor Armitage an der Oh Gott, ey, ich schreib doch mal normale Namen! An der Miskatonic University übergeben wird. Der Inhalt dieses Tresors ist nicht nur ein riesiger Wissensschatz, sondern auch eine Waffe, die viel zu gefährlich ist, als dass er in die falschen Hände geraten dürfte. Ich hoffe, dass Sie die Gefahren erkennen, die der Inhalt darstellt und entsprechend handeln. In jedem Fall kann ich Sie weder führen, noch werde ich die Konsequenzen Ihres Handels erleben können. Handbuch zur Anatomie und Dissektion, Buch 1. Man muss zumindest anerkennen, dass der Titel des Buches gut durchdacht ist. Die dargestellte Abbildung der menschlichen Anatomie und Seziermethoden werden sehr detailliert abgebildet. Man benötigt einen starken Magen oder den notwendigen Abstand eines Arztes, wenn man darin etwas nachschlägt. Das wäre was für mich. Das
Is everyone on this island taking sleeping pills? Die gleichen Gedanken hatte ich auch. Ich habe diese Schlaftabelle in einem Buchladen gefunden. Ob der Händler sich Schlaflosigkeit leidet? Wie hat das hier jeder? What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Dieser Schlüssel ist der, das Symbol des Alten trägt, ist das einzige. Was nochmal? Dieser Schlüssel ist der, das Symbol der Alten trägt, ist das einzige, das deine Psyche schützen kann. Er hat die Form eines zylindrischen Medaillons, das an einer schweren Kette hängt. Vor Hunderten von Jahren wurde der Stern und der Ast, was die Kräfte der großen Alten zurückdrängen sollen, darauf eingraviert. Alles deutet darauf hin, dass Charles Hawkins ihn dem Vorbesitzer einer ägyptischen Antiquitätenhändler gestohlen hat. Das Datum von Zeitungsausschnitten, die das Vergehen meldeten, stimmt mit den Daten von Hawkins letzter Reise nach Kairo überein. Es bleibt abzuwarten, ob er den wahren Nutzen... Oh, Entschuldigung. Es bleibt abzuwarten, ob der wahre Nutzen des Schlüssels kennt. Versuche ihn zu finden. Alles klar. Arkham editions. Never heard of him. Eine Gedichtsammlung von Edward Pickman Derby, auch als Albtraumlyrik bekannt. Diese Sammlung von Gedichten wurde bei ihrer Veröffentlichung 1908 mit Begeisterung aufgenommen. Derby war zu der Zeit erst 18 Jahre alt. Dieser Band ist Teil der Arkham-Anthologie, einer wertvollen Sammlung von Abhandlungen und Arbeit über Esoterik und das Übernatürliche. How many volumes are there in this collection? Ein Buch der esoterischen Philosophie und ein Schlüsseltext in der theosophischen Bewegung von Madame Blavatsky, verfasst von Helena Petrovna Blavatsky. Ich habe es mit Sicherheit falsch ausgesprochen, es tut mir leid. Dieser Band ist Teil der Arkham-Anthologie, eine wertvolle Sammlung von Another volume by Arkham Editions. Ein Zauberbuch, das angeblich von legendären König Salomon geschrieben wurde. Es enthält verschiedene Rituale der Anrufung und Fluchrituale. Neuauflage von Claudia D. Waits, basierend auf dem Original von L.W. de Laurence. Dieses Band ist Teil... Ja, kennen wir auch schon. Arkham Editions. Never heard of him. Die Sammlung von langfristigen astrologischen Vorhersagen in Versform. Verfasst von Nostradamus, übersetzt von Eleoni und Theophilius Wiedebridge. Dieses Band ist Teil der Arkham Asylum. Bla 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 bla. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Ein altfriesisches Manuskript, übersetzt von William R. Sandbach. Im Text wird behauptet, dass in ferner Vergangenheit Europa und andere Kontinente von den Müttern dieses Volkes kontrolliert wurden und dass außerdem unser Alphabet aus der friesischen Sprache stammt. Soweit ich weiß, stammt es eher von den Runen. Arkham Editions. Never heard of him. Eine Sammlung von Aufsätzen über amerikanische Folklore und urbane Legenden, geschrieben von Albert Wilmer, Professor an der Miskatonic University. How many volumes are there in this collection? Verfasser von Hermes Trismegistus, übersetzt und bearbeitet von Nathanael M. Coppelius. Diese Sammlung von Schriften zu verschiedenen Glaubensrichtungen wurde von einem legendären Philosophen verfasst. Sie enthält eine Übersetzung der Tabula Smaragdina, einer unter Alchemisten des 16. Jahrhunderts berühmten Schrift. Auch wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe, seht's mir nach. Ich bin Legastheniker. Leider kein Scherz, ich bin's wirklich, aber das ist keine Entschuldigung. Ach, das ist ein Oberkörper. Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. So, genauso präzise und detailreich illustriert wie der erste Band konzentriert sich dieses Buch auf Heiloperationen im Bereich von Fehlbildung und motorischer Störung. Das ist langsam jetzt ein bisschen dunkel. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's theosophical movement.
Its followers place truth on the same footing as a religion. Diese tibetischen Schriften sind der Ursprung der esoterischen Bewegung, die Ende des 19. Jahrhunderts von Helena Blavatsky begründet wurde. Die Schöpferin der Theosophie hätte großen Nutzen aus den Texten dieser Werks ziehen können, aber niemand konnte je auf sie zurückgreifen. Ich dachte, sie würden nicht existieren. Dieses Buch, in der namenlose Buchhandlung auf Darkwater entdeckt, könnte gefälscht sein, aber genauso gut auch ein unwiderlegbarer Beweis für Blavatskys Aufrichtigkeit. Und deswegen stecke ich dieses Buch einfach mal in meine Tasche. Doch vor einigen Jahren konnte ein einzelner Mediziner sämtliches Wissen seiner Zeit studieren. Dieses Buch schließt die Reihe ab und zeigt, dass es mittlerweile praktisch unmöglich ist. Etwa 10 renommierte Ärzte haben zu der Zusammenstellung dieser Sammlung beigetragen. Und auch das stecke ich einfach ein. Eine puritanische Kolonie, angeführt von Reverend John Wickwood, ließ sich im 17. Jahrhundert auf der Insel nieder. Die Kolonisten nannten die Insel Darkwater aufgrund der dunklen Färbung des Meeres, die ihrer Meinung nach von der eigenartigen Farbe der Felsen rings um die Insel stammt. Sie errichteten die ersten Gebäude darunter. Oh Mann. Entschuldigung, ich glaube, wir machen uns nicht mehr lange. Sie errichteten die ersten Gebäude, darunter das Hawkins-Anwesen, die Kirche und den Friedhof. Die wenigen Dokumente und handschriftlichen Notizen, die sie hinterließen, sprechen von Albträumen und abartigen Verhaltensweisen. Sie verschwanden zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Abartige Verhaltensweisen. Ich frage mich, was sie als abartig bewerten. Er sagte 3 Walzen. Eine fehlt noch. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Okay. Also, es geht diese Bücher hier. Drake talked about a particular volume. Eine Gedichtsammlung von Albert Pigment-Therapy, auch als Albtraumlyrik benannt. Diese Sammlung von Gedichten wurde bei der Veröffentlichung... Nein, das ist wertlos. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Jesus unveiled. Nummer 8. What did Drake say about this collection? Zauberputz, legendäre König Salomon geschrieben wurde, das Held für Rituale? Nein.
Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Isis entschleiert, Nummer 9. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Die Sammlung von Schriften verschiedener Glaubensrichtungen von legendären Philosophen verfasst, die enthält die Übersetzung der Tabulas Maragdina. Tabulas Maragdina. Das klingt wie Smaragd. Also 2. What did Drake say about this collection? 7. Drake talked about a particular volume. Ich kann es schon mal eingeben. Ich das nicht vergesse. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Ist das eine 9? X ist 10, ne? Und I 9. Ach komm. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail... What did Drake say about this collection? Was ist das? Drake talked about a particular I volume. am willing to pay to know its secrets. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? Doch, es muss 279 sein. And these red drops, like precious dear friend. I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. So, das letzte ist 9. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Kann es nur 729 sein? Bin ich doof?
I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Das könnte ein Auszug aus dem Buch sein. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Ob er das meinte? What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in... What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. Ich muss mir nochmal anhören, es tut mir leid. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Gralswächter. Der heilige Gral. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. Ah, sorry, ich muss gerade niesen. Ist was Grünes. Was ist denn? Da. A strange amulet. I have a feeling I'd better not touch it. Ein Merkwürdiges der Anhänger hat Form eines großen Hundes. Ich weiß nicht, was er bedeutet. Vielleicht erfahre ich mehr, wenn ich den Buchladen durchsuche. Ist die Key auf irgendwas? The Chalice of Knowledge. Dieser Kelch sieht uralt aus. Er scheint aus Gold und echten Edelstein gefertigt zu sein. Da gibt die Rubine und Saphire ein besonderes Motiv. Sieht französisch aus. Ich glaube erst, was alles irgendwie helfen soll, aber das ist es nicht. Das verwirrt mich nur noch mehr.
Rätsel ist echt knifflig. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in it. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Steht 9, oder? Ne, das ist einfach nur ein Muster. Okay. Schwierig, schwierig. The Chalice of Knowledge. Kelch des Wissens. Kelch des Wissens. The Chalice of Knowledge. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. In welchem Buch geht's nur um einen Gral? What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Ich bin noch der Meinung, dass es das hier ist. Buch 4. Such es doch mal damit. 4, 7. Oh, das ist so Mäusemelden. What did Drake say about this collection? Nostradamus war ein Wahrsager, ein Hellseher. Och, das ist doch zum Kotzen, ey. Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection?
Vielleicht hilft mir das irgendwie. Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Eine Oper der Akten. Das Buch kann ich auch ausschließen. Glaube ich nicht. What did Drake say about this collection? Also ich halte die 4 für möglich. Drake talked about a particular volume. Dass die Nummer 9 dabei ist, hat er im letzten gesagt. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Band 6. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. What did Drake say about this collection? Ja, das ist Nummer 9. Okay, also er hat schon mal nicht gelogen, was die Anzahl angeht an Bänden. Weiße Königin. Dunkle Soldaten. Drake talked about a particular volume. Das klingt für mich immer noch nach ISIS. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? Was war das eine jetzt? Drake talked about a particular volume. Solomon 4. Auch nicht. Hä? Also so langsam gibt das alles aber keinen Sinn mehr. So these are the volumes that Drake was talking about in his message.
So langsam tut mir der Kopf weh. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular... So these are the volumes that... What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. Bücher. Was ich übersehen habe. Kann nicht nur diese extrem kryptische sein. What does this strange book contain? This book contains unholy knowledge. Die Sammlung katalogisierte und klassifiziert Wesen, von denen ich noch nie gehört habe. Gottheiten von den Sternen, Wesen, die durch Dimensionen reisen können. Das Buch präsentiert sich als Nachschlagewerk zu mythischen Kreaturen, ohne zu benennen, um welchen Mythos es sich handelt. Die Seiten sind mit phantasmagorischen Bildern illustriert. Alter, ihr verwendet Namen, ey. Echt durch diese kryptische Hinweise, die nichts sagen. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Das ist so nix sagen, And es these tut mir red leid. drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Keine Ahnung. Ich komme da jetzt nicht wirklich drauf. So these are the volumes that Drake was talking about in his... What did Drake say about this collection?
Drake talked about a particular... So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Das Buch Solomon. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Ich teste jetzt einfach mal gut durch. Irgendwas wird schon richtig sein. Bis auf 9. Oh, ich hab's. Okay. 539. Was war denn bitte das 5. und das 3. Buch? Egal, ich hab's, das ist mir jetzt auch noch wurscht. Oh. Alles klar. Kapitel 8 Riverside Institute. In der namenlosen Buchhandlung verfolgt Pierce die Spur eines versuchten Einbruchs. Er entdeckt, dass Charles Hawkins hinter dem Einbruch steckte. Pierce öffnete den Tresor des Buchhändlers und fand, was dieser und Sarah Hawkins daran aufbewahrt hatten. In ein Menschenhaut gebundenes Buch lag im Tresor und zog den Detektiv unwiderstehlich an. Als er es öffnete, wurde sein Geist in einen anderen Körper projiziert. Himmel, Arsch und Zwirn. Ja, es ist spät, Leute. Wir haben wann angefangen? Vor gut 5 Stunden. Okay. Vor 4,5 Stunden ungefähr. Ja, kann auch schon 5 Stunden sein. Die Zeitrechnung kriege ich gerade auch nicht mehr hin. 3 und 2 sind 5, ja, also fast 5 Stunden. Leute, ich mache jetzt einen Cut. Ich bin am Ende meiner Kräfte, ich kann nicht mehr. Das letzte Rätsel war dann doch ein Tacken zu heftig. Wir machen hier jetzt einen Szenenschnitt. Das ist ja hier gespeichert. Dementsprechend, ja, wissen wir ja, ich werde die Tage dann weitermachen. Ich habe jetzt erstmal Nachtdienst ab morgen. Dementsprechend werde ich also erst später dazu kommen, noch einmal zu streamen. Ich denke mal, dass ich vielleicht am Dienstag nochmal einen Stream rauskloppen kann, weil ich am Mittwoch in den Spätdienst gehe. Da werden wir dann nochmal so einen Mini-Stream machen, aber das hier ist jetzt erstmal zu Ende. Gut, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, guten Tag, schönen Morgen, wann immer ihr dieses Video seht.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es ist lang geworden, das war jetzt so nicht geplant, aber naja, gut. Wer weiß, vielleicht sehen sich ja trotzdem noch ein paar Leute von euch an, haben Spaß dran. Wir sehen uns auf alle Fälle irgendwann wieder und ja, bis dann.